Endspurt bei der Falknerin. Wir sind jetzt Stufe 99, haben 65 Millionen. Ich habe in der Zwischenzeit zu der letzten Folge noch nicht so viel gedaddelt, deswegen nur 6% dazu bekommen. Ich habe aber die Umfrage erstellt, heißt in der Videobeschreibung findet ihr auch noch die Umfrage, welchen Char ich als nächstes machen soll, nach der Falknerin. Das werden wir vermutlich morgen Abend machen. Und ja, die Klasse, die am höchsten steht, die wird dann gedaddelt. In dem Sinne, wie angekündigt, gibt es jetzt ein bisschen unpolitisch korrekte Comedy. Von daher, es wird sehr lustig, aber maximal politisch unkorrekt. Ihr seid gewarnt. Wir steigen einfach mal ein. Das heißt, ich werde hier einmal den Ton deaktivieren. Schau noch mal eben, ob alles läuft. Müsste eigentlich. Aber sicher ist sicher. Nicht, dass mir da wieder ein Fehler untergekommen ist. Yep, sieht alles soweit richtig und korrekt aus. Heißt, es geht los. Ihr könnt natürlich immer Fragen stellen. Ich mute mich. Wir ziehen uns ein bisschen gute alte Comedy rein, die es heutzutage nicht mehr gibt. Aber wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, könnt ihr gerne jederzeit damit rauskommen. Kein Thema. Booyakasha, check this out, yo. I is here with my main woman, Naomi Wolf. She be well important feminist and has like written enough books about that kind of stuff. Do you think that women should have equal rights in the workplace? Yeah, do you? Well, ain't there the problem that if they start getting them there, then they're gonna start asking for them at home? Yeah, and what's wrong with that? Research has shown, this is my favorite statistic in misconceptions, that the most erotic thing a man can do for a woman is the dishes, is housework. Is do the dishes? Well, after she's had a I child. thought it's the figure of eight. The figure of eight when you... Well, that's good before. That is yeah. baby, Okay, well, yeah. that's good. All right then, no offense, but if you were so equal, Yeah. how come even the things that you claim that you was better at men, at like cooking, you know, you ain't? Well, who says women are better at cooking? All the best chefs in the world is like men, like, you know, Colonel Sanders, man or woman, Ronald McDonald. Them is like a million times better than Wendy. Oh, wir haben hier gerade ein kleines Problem. Moment. Milka, weil Zartes besser schmeckt. Oh, jetzt haben wir sogar noch Werbung dazwischen. Sehr nice. Und zwar... Sekundenkleber. Wow. Ihr seht das Bild nicht. Ich dachte, alle unsere Lehrer sind schon tot. Hast du ernsthaft noch keinen Job? Ich war kurz vorm Durchbruch. Wunderbar, jetzt kommt hier auch noch eben der Boss. Spieglein an der Wand. Wer ist die geilste Influencerin im Land? Ihr, Chantal Ackermann, seid die Geilste. So, das war jetzt einmal die erste Part. Moment. Wo bin ich? Willkommen in der magischen Welt. Du Fotze, verarsch mich nicht. So, oh, Ausdrucksweise ist natürlich nicht angemessen. Aber ich habe schon gesagt, es wird sehr politisch inkorrekt werden. So, okay, jetzt könnt ihr wieder was sehen. Weiter geht's. Do you reckon now that women has got more job opportunities than men? No, I do not. Because, you know, you've got all the lap dancers, all the bitch, the woman in the rap videos, whatever, strippers, you know. A lot of countries in Eastern Europe are collapsing, and women like me, For real. you know, have to sell sex in order to For real. eat, you know, in order to look after their children. And But there's nothing sadder. if you did, you would make loads. I'm not saying you never have to. But Well, thank you for the compliment. All right. I appreciate that because I'm almost No worries. 40, so that's nice that, you know, I could possibly take to the streets if I needed to. But let me tell you, honestly,
How would you feel if you had to sell sex? Your sex? What if people pay me money for sex? No, honestly. I mean, I Wicked, know, man. like, I okay. would be there Yeah, you every think it's day. so cool. I would Yeah, do right, you would be do late that. in the Yeah, office yeah, 24 hours a right, day, yeah. 7 days a week, 365. I mean, would you call a woman a bitch? Would you say you're my bitch and expect her to feel really cared for and respected? Well, with me Julie, I've got a girlfriend and I do sometimes call her my bitch, but you know, in the bedroom, whatever, you know, that is, them words come out and, you know, she ain't got a problem with it. Okay. Gee, I'm kind of speechless. I ain't calling her a bitch, I was calling her my bitch. bitch. I'm sorry. Okay, my bitch. Okay, you know, I guess we're just really speaking at For cross what? purposes because So what I'm is so it? offended by this, I can't even tell you. Isn't up. Sex. You has all heard the words. Probably enough of you out there is done it. So, what is pornography? I think pornography sends a very dangerous message to society. I think it lies about sex. What did you think? Well, I mean, I enjoy watching it myself. I No mean, doubt. of course, you know, a lot I feel is the parents, because of course you have to be 18 before you enter these sites. That's you know, right. there's a written, Oh, no. Yeah, she's right. there's a there. written statement there saying, yes, I'm 18. I mean, I see these That's- young girls. Whoa, let her finish. I'm sorry. No, I'm sorry. I mean, I'm seeing like Sorry. young girls, 12, 13, and I'm thinking they're 18, you know. For the men in this business, how important is it, the size of the warrior? It's not really the size. You know, I've worked with quite large men, and I've Right. worked with smaller men. Because I've got a massive one, you know. But what does you say to people out there with small ones? Not me. No, it's Oh, just, quite the you know, opposite. of course, the saying, it's not how large, it's how you use it. Why does you think it is that you ain't had sex with someone yet? Do you think it is because you was too shy or because you was aiming for honeys out of your league? No. Do you think it's because of the confidence No. thing? No. You don't No. have the No. chance to go up to ladies No. and say, let's do it? No. I do not believe that sex with multiple partners should be the normal standard in our society. So what you were saying is you actually is trying not to have sex. Basically what I'm attempting to do is not allow sex to come to the forefront of my life. Does you think the age at which you can have sex is at the right level? Lasst uns Ostern zarter machen. Milka, weil Zartes besser schmeckt. Hallo meine Follower und Followerinnen und alle dazwischen. Beauty Hacks mit Sekundenkleber. Wow. Interessant. Sonst habe ich nie Werbung, Hast du ernsthaft noch keinen aber jetzt For most Permanent. states in this country, interessant. the age of consensual sex is usually around 16 or 18. All right. Virgin, does you think that it's at the right age? Well, but I think the difficulty is the issue that, you know, we're wired to have sex pretty young. How old can I I was 18 when I was lost my 18? virginity. How old was you? Obviously, I also knew because you was a virgin, innit? I was like, I think about 10 or something. With this model from Italy who was 28. It is illegal for people to have sex below the age of 16. Should it be illegal to have sex above the age of something like 50? No, I wouldn't want it to be illegal to have sex above the age of 50 for personal reasons. But like a couple of years ago, me had a really bad experience. Me walked in on me nana. She was actually doing it like 69 with Uncle Derek, her boyfriend Uncle Derek, who ain't me real uncle. And it was like, I felt sick. It was like But the way walnuts and a sock. But as How you- can that But be you- right? But no, you learn to knock before you go into Nana's bedroom. No, but then it happened, they did it in the living room as well. Well, that's irresponsible if, you know, for parents to do that when there are their children around or anyone else. So let's just have one word to sum up your position. let's say commitment. Virgin? Nobility. Jesus. Safety. Yo, and mine is peace.
So let's try and do that into something. Ja, sorry, aber ich kann mich heute sehr schlecht konzentrieren. Mobility. Yeah. Der Typ ist einfach zu genial. 'Cause Jesus in it is commitment. Peace. Just thought that out. Just like that. Because I didn't know what your words was going to be beforehand. That just was at the top of my head. Is acting. What a good question. The camera hates acting. What's this? That's the old-fashioned kind of acting, where you're indicating, acting in quotes. Those are quotes. They're quotes. What is quotes? Quotation marks. Oh, I thought they was. Ja, ich habe ja gesagt, heute wird's maximal politisch inkorrekt. Why is it that hoes is better actors than men? Jo, guten Abend. I should tell you, as Dean of the Actors Studio of the Drama School, that I don't use words like hose and I hate them. That's honestly. All right. I know bitches, this is the bitches. vernacular. No. Right, so I hate bitches, words then. like bitches. But why is it that woman is like so good at pretending to be upset? Like, oh, Ali, you was forgotten my birthday. Oh, you was slept with my best friend. Oh, you know, crying. Has you ever met Robert De Niro's? Robert De Niro was on my show. Whoa, he is the fun man. He's so good. Robert De Niro is a genius. As you've seen, analyze this. Oh yeah. Oh, him doing this thing. I've had them both on my show. Him and Billy. Him and Where Billy does it Crystal. say? No, you all the time to the other one with the beard who ain't that good. You asked. You asked about the Actors Studio. Go see Taxi Driver. Is it better than analyze this? Yes. Has you ever cried during watching a movie? Of course. I'm a pushover. I cry. You was crying? What are you laughing at? I cry readily if I'm moved. Does he want us to redo that bit? Because this is going to go out. You don't want them to know that he was crying. You're going to call you're gonna call me a Fifi boy for crying in a movie? Well, it's a bit over the hill and round the bend, isn't it? No, it's Jesus, no. Jesus, no. Has you ever interviewed Shakespeare's? William Shakespeare? No doubt. Well, he died about 400 years ago. No, he ain't, because I seen him on the theatre with the school. They made us go to see William Shakespeare. You saw somebody playing Shakespeare, which is great. I didn't really like it, and we left after half an hour. Well, they chucked me out because I was shining one of them laser pen things on Shakespeare's head. But respect, shame on you. Yo, so diggity check yourself before you wreck yourself, because I is here with 4 people who has all thought about something called religion. How powerful is God? I think there is a power. I think most people at one point. Ja, die Online-Server haben leider weiterhin Probleme. Es gibt Phasen, da läuft bei mir alles super. Es gibt Phasen, da leckt es. Aber Zonenwechsel dauern immer im Online-Modus deutlich länger. There've always been magicians, and there always will be, and some of them claim to be really producing magic. So ain't God just like an overhyped David Blaines? No. Probiere das Milka-Nascherei. Milka, weil Zartes besser schmeckt. Egal ob Ja, Kopfschmerzen heute sind oder aber auch Migräne, maximal Werbeunterbrechungen dabei. Mann, Mann, Mann. Zahn- oder Rückenschmerzen. Ibohexal akut trifft den Schmerz. Ibohexal akut. Für den Fall der Fälle immer im Haus. Ja, aber der Online-Modus läuft halt seit Release nicht wirklich sauber und flüssig. Und ja, aktuell halt nach wie vor Probleme.
Nichts Exorbitales, aber zum Beispiel heute Nachmittag hatte ich auch massive Lags gehabt. Ich hoffe, dass jetzt viele nicht mehr zocken wollen, sondern eher die Zeit mit der Familie verbringen und dann die Performance besser wird. Mal schauen. Jesus Christ. Why did Jesus go around with all them reindeers? I'm not sure I've seen the same images you've seen. I think you're confusing him with Santa Claus. So does Jesus really exist, or is it just your father dressed up? Yes, Jesus exists as the second person of what we believe to be the triune God. Is it true that he was born in a stable? It's possible. He was born in those kind of simple circumstances. Ach so, du meinst jetzt quasi den Effekt, wenn ich jetzt den Monolithen starte, das hier. Let's talk about marriage. Would you ever marry a Jewish girl? I've chosen not to marry. I've chosen what, just to play around? Celibate life. So how many months has you been celibate? 52 years next So you ain't done it for 50? That's right. That's right. And I can tell you, there's more to life than sex. Would you, as a gesture of bringing us together, marry her? There are other ways of bringing us together than marriage. What if she was a bit fitter? Would you consider marrying her then? I am considering marriage not at all. But people out there, they see people as meant to be religious behaving in an unreligious way. Ain't it hypocritical that so many nuns also work part-time as strippers? Well, I don't think you can demonstrate that statistically. Yo, that's an absurd statement that you've just made. No, it ain't. I was been at my mate Ricky C's 21st, and there was this nun that came in, and like 10 minutes later, she had her bubble-ons out, was whipping shaving cream off his but body. you just said so many nuns work as strippers, and then you said this one. She said her name was Sister Fister. But see, was a part of her act. Was that really who she was? Yeah. I would really prefer that you move off this topic because I find it offensive. It's not documented by any kind of evidence. We've got a video. Hearsay. It's hearsay. Got a video of it. Yo, so Ach so, ja, jetzt habe ich es gesehen. Also in dem Moment, wo dann quasi zwischen Ladebildschirm und ja, der Chart taucht im Monolithen auf, das ist dann quasi rausblurrt, ne, von verschwommen in scharf. Kann sein, dass das eine Grafikeinstellung ist. Ich habe bei mir eigentlich immer die Maximaleinstellung drin. Check it. It is 8 o'clock in the morning, which is the earliest I has ever been up. And I is in the middle of the fucking desert. Why? Because I is at an anti-nuclear protest, which is a subject well close to my heart. And it is also an opportunity to meet some loose hippie bitches and possibly have a rumble. Respect. So, should we stand up or should we sit down? Let's sit down because it's closer to the earth that way. No doubt. The Shoshone people believe in having a hug from heart to heart. And All I right. think that Did it's... Well, let's try Did again. we? No, I think fair. It is enough. Very nice. Yeah. So has you ever been to the UK? Yes, I have. I went to London. Has you been to Staines? That's where I was from. Staines. No. That whole area is very beautiful. It's got a new McDonald's there. McDonald's? For real. Oh, no. No, but it's got an amazing, massive one. Really? It's got, I try to avoid that stuff. Is he more Burger King or? Me? No. KFC? None of it. Is you going to be going down to the gate? Is you going to be doing a bit of protesting today? Not today. I got to take off. But yeah, I went down there. Got in their face. It was pretty fun. And Also für diese 62 Millionen, die da stehen, brauche ich locker 4,5 bis 5 Stunden. Chicken? Is that well? You know, yeah, chicken. Yeah. Well, you could be right on that. Will you come down with me? I get arrested. Well, is you a bit of a park? Oh.
You bet I am. Is you on crack? Huh? Where's that gold coming from? Who fucking mines that gold? You got Africa? He's got the no Africa doubt. on this. Now, where does No where doubt, does gold come from Africa? Do you know how gold is mined? Do you know Yeah. the environmental devastation that has occurred by this gold? Do you know how many people are in bondage, literally slaves over in Africa, getting this gold so you can wear a gold Africa? Is you by any chance a bit jealous? Try to show you every day. Lasst uns Ostern zarter machen. Milka, weil Zartes besser schmeckt. You know Day is all coming down here, so Who's coming down here? there's going to be a big thing here. That's their option. One of them I met was saying like bad things about you lot, was saying that all your mums was slags and that you was cowards, was too cowardly to like arrest them and all that. He's got his philosophy, we've got ours. He's got like big beard, this geezer, like sunglasses on, massive beard. It's a bit depressing, this one. Alright, so. I was feeling kind of the vibe of the earth thing. I was gonna do a protesting. I didn't know if people that was talking. Ja, das mit dem Leveln kann ich gut verstehen. Also ich brauche bei ihr auch nur, ja, was heißt nur? Aber diese 4-5 Stunden, weil die halt auch ziemlich viel Damage macht und ich, gemessen an anderen Chars, hier auch schnell durch den Monolithen komme. Mit meinem Druiden, der hat eine Wehrbeer-Skillung. Da ist der Killspeed deutlich langsamer. Das heißt, mit dem levele ich auch sehr viel langsamer und brauche dann auch länger für die einzelnen Levels. Deswegen, also um Char auf Level 100 zu ziehen, ja, je nachdem wie viel er Schaden macht, dauert das schon ziemlich lange. Aber ich glaube mit ihr, lass es jetzt irgendwie so um die 30-40 Stunden gewesen sein. Also das ist schon ein kleiner Aufwand. Respect, yo, respect. Science. What is it all about? Technology. What is that all about? Is it good or is it whack? There's a bloke from around my hood, Staines, called Rainbow Jeremy, who reject everything to do with science. He just chill at home. He smokes his own homegrown. And check this, he don't have a telly. I ain't shitting you. He don't have a telly. Yeah. He lives in a house, though. Yo, and that house is Wenn wir jetzt hier nochmal erhöhen, sind wir bei 220 Verderbnis. the house itself. Eieiei. What? He eats food. As computers made our lives better. I don't think there's any question about it. Will computers ever be able to work out what 99999999999999999999999 multiplied by 9999999? Yo, I ain't finished. You don't know what I was going to say. 999999999.88999999999999999. The answer is yes. The most powerful computer in the world today does 36 trillion operations a second. So would it be able to multiply 10, 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 10? You don't know what I was going to say. Multiply, you don't even know. 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11. Also wir brauchen unbedingt hier diese Folianten, weil ansonsten ist der Zuwachs an AP deutlich zu gering. Aber das Schöne ist natürlich, mit mehr Verderbnis bekommen wir hier auch mehr Erfahrung dazu. Wenn die Verderbnis zu hoch ist, setze ich sie einfach runter, aber ansonsten, ja,
oberste Priorität haben die Dinger und dann schauen wir mal. Evolved out of lower species, in the way that all the species evolved out of lower species. This is ridiculous. This is ludicrous. If he wants to believe this happened, he's welcome to believe his grandpa was Lucy and came down from his tree or something. But that is pure religion. So you saying we ain't come down from monkeys? No, monkeys are still having babies. Why don't they have another human today? We're Homo sapiens, and that's about 8 steps down. I ain't. I just want to make clear, because this is going out on the TV or whatever, that I don't do that stuff. I ain't got nothing against it. Oh, it's the homo that threw him off. I mean, explain that. Yeah. It is a scientific nomenclature that describes who we are as a part of a phyla or a stream of, it goes hominid, hominoid, and then we go whatever. There's different names for it. We're all Homo sapiens. All humans would be considered. My wife is a Homo sapien. But that's not homosexual. We're all that's what the difference is. Yeah. Well, it's just a way of describing who we are. Well, that's it. I just want to make clear your respect for coming on, and I ain't going to treat you differently now that has come out. That's safe. No, it has nothing to come out. Come on now, you're confused here. Let's settle the confusion. All of people in the whole world, the biologists have in a group called Homo. And the particular human group below that is sapiens. And all that is Greek. It just means the Greek word for man, smart. Yeah, a lot of them is very talented. Ich beantworte deine Frage gleich, sobald ich aus dem Monolithen heraus bin. Sonst, wenn ich hier wieder meinen Blick vom Monitor wende und auf den linken Monitor schaue, dann bin ich gleich wieder instant tot. Ist auch eine gute Möglichkeit, wenn ich gleich sterben sollte, schiebe ich das einfach auf dich und sage, ich habe mir deine Frage durchgelesen. Alright. Let's talk about when technology goes horribly wrong. Is there technologies that you won't use? I try to avoid foods that have pesticide residues on them. No disrespect, whatever, but does you use a toilet or does you just drop one in a hole? Of course I use the toilet. Ausweichen Gift brauchen wir nicht. You'd use it, but So, dann schauen wir mal. Certainly, yeah, absolutely. So, would you use a toilet, or does you just drop it in a hole? Oh, I've been to quite a few countries where they don't have toilets, and I'm very glad to get back to America. So, would you? Ich habe keine Crits. Meinst du, ich habe zu wenig Crits? Ja, ich habe jetzt hier 41% Crit-Chance. Ich hatte zwischenzeitlich auch mehr gehabt, aber ich bin ein bisschen von Crit runtergegangen, um mehr Widerstände zu haben und mehr Rüstung, weil ich zwischendurch massive Probleme habe. Wenn ich mich bewege, ist alles mehr oder weniger schön. Mein größtes Problem ist allerdings Leere und Gift. 2 leere Angriffe und ich bin tot, wenn ich den nicht ausweiche oder nicht dodge oder irgendwas. Und bei Gift, wenn Gift zu hoch stackt, bin ich auch sehr, sehr schnell tot. Nee, jetzt habe ich deine Frage erst richtig verstanden. Also ja, meine Angriffe können critten, Dots können in der Regel nicht critten. Bei Dots hast du aber auch wieder den Vorteil, du schmeißt deine Dots auf die Gegner drauf, läufst weiter und dann tickt der Schaden ja auch. Und ich muss hier mich immer direkt auf die Gegner konzentrieren. Ja, ich habe auch sowas wie Blutungseffekte und sowas drauf, aber die sind halt nicht so heftig. Also bei mir ist es wirklich der direkte Schaden, der ordentlich reinzimmert. Und also mit dem Damage bin ich absolut zufrieden. Klar, eben bei dem Boss hat das ein bisschen gedauert. Ja, was heißt ein bisschen gedauert? Also für meine Verhältnisse hat es ein bisschen gedauert. Aber der Boss hat natürlich auch nochmal bestimmte Schutzmechanismen, die greifen, dass du den nicht immer one-hitten kannst. Deswegen dauert es bei den Verderbnisbossen manchmal ein bisschen länger, aber generell habe ich hier damage-mäßig gar keine Probleme. Und selbst mit grottenschlechtem Gear kann die ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass er mich hier wieder grillt. Also selbst mit grottenschlechtem Gear kann die Falknerin sehr gut performen. Also die ist jetzt nicht so Gear-abhängig wie vielleicht andere Chars. Klar, mit mehr Gear deutlich mehr Damage und sowas, aber du kannst halt auch mit schlechtem Gear oder gelbem Gear guten Damage machen.
Oh, das Ding ist geil. Brauche ich auf jeden Fall für meinen Druiden. Und sogar noch 2 legendäres Potenzial drauf. Perfekt. All right, you was heard it here. It does exist. So all those people out there who was saying it don't, you was wrong. That's right. The moon does exist, and we went there. Yo, listen up. But how do they really know what exists and what is the conspiracy things? Because I know I have seen a picture of J-Lo with 2, you know, massive Jesus dongs there, and apparently it weren't true. I haven't seen those pictures. Well, you should check them out. It's amazing. Okay. Is you upset that Michael Jackson got all the credit for inventing the moonwalk, but you was the first geezer ever to actually do it? No. You can call things by different names, and you can use the moon or Mars or Venus, and you can say this is the Venus trot. But that doesn't mean that it has any connection to what it would be like for a horse moving on Venus. Yo. The horse could trot on Venus, right? What, It's very, very hot. There's horse on Venus? No. I'm just, well, neither is Michael Jackson on the moon. Try to show you every day, in every moment, every way. Lasst uns Ostern zarter machen. Milka, weil Zartes besser schmeckt. I've got a joke about space. You want to hear it? There's a monster from outer space who is going on a trip around the universe, and him goes to the travel booker to book like a hotel on the moon, and the travel booker goes, "You can't go to that hotel because the moon is full." That's pretty good. The moon is full. That's weird. And the opposite of the moon being full is the new moon. What? That's when it's dark. I thought it's funny because it means he's like full. He's Yeah, like been eating. I know. Eating stuff. He's all well full and everything. No, the hotel is full. So, but why is it funny? Because the hotel is full. I wasn't sure that it was funny. You said it was funny. Why is it funny again? Things are funny or comedic because they mix the real with the absurd. Aber wenn du mit Akku unterwegs bist, ein Hexenmeister soll doch ziemlich heftigen Damage machen. Und also ich habe die Hexenmeisterin bislang selber auch noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, sie soll ziemlich heftig Damage machen. Und wenn ich mir ihre Charakterbeschreibung so anschaue, das ist doch eigentlich eine Dotterin, oder? You has heard about the moon and about space. You better learn about these things from my man Buzz Lightyear here. So you better Also akkumäßig habe ich selbst nur eine Nekromantin und dann entsprechend auch Minion-Bild. Die ist jetzt aber erst, ja, um die Level 80 oder so. Und es droppt nichts an Plus-Damage auf Diener, was natürlich richtig grottig ist, wenn du auf Diener ausgelegt bist. Aber ich habe sowieso prinzipiell, egal welches Spiel, Drop-Glück ist nicht meins. Überhaupt nicht. Some of it's great, some of it's not so great. So at what age does you think parents should give their kids their first spliff? I don't think they should do that because What? it's illegal in our society. How's the kid gonna know what's good shit and what ain't? You know, I was a drug user for almost 3 years during my everything but a needle, everything else. Does you think that parents should educate kids about sex? Yes, I do. And I think that parents should answer kids' questions honestly, or even take the initiative. So should parents invite the kids into the room while they is boning, or should they show them porno? No. But like me, Dad, when we asked him about sex, him said, "Yo, you hide in that kitchen cupboard tonight at 8 o'clock." Then 8 o'clock, he brought back this honey, much fitter than my mum, and him like boned her every which way while winking at me.
And man, I still use some of them moves, like the crouching soldier, whatever. Ain't that right? See, that sort of incident, to me, it seems disrespectful of your mother. So part of what No, she went in the house. I actually suspect that most kids, most places in the world, learn about sex because everybody sleeps in the same bedroom. Or from animals. Dogs. How does you learn about sex from animals? Well, you can watch them having sex. Yeah, but that's kind of weird sex. People do it with animals, like... No, I'm not talking about, I'm talking about like a dog with a dog. All right, let's talk about difficult subject, a very tattoo subject, relationships in the family, or as it's called, incest. Incest. What? Incest. Whatever. Yeah. Does you think it's wrong that a brother can never marry his sister? Yes. I do. Yes. For real. Because once I was at my mate Jezzy F's 15th birthday party, and me didn't know she was my cousin, but there was this game where if you got locked in the cupboard, you had to bone her. Is that okay, or did I do insects? The definition of incest does vary a great deal from culture to culture. But what if you've got Halle Berry as your sister? You know, how is you going to stop yourself fancying her? Because if you don't fancy her, you is basically gay, isn't it? No. You know, there are lots of boys who grew up with very attractive sisters, and they still want to pull their pigtails. I mean, I is all right. My sister is, you know, she's a dog. Like, her body's all right, you know, her butty's, like, fun, and she's got, like, amazing tits. But her face is like a real brown bagger, so I ain't got that problem. But is it always wrong to see your sister in a kind of sexual way? Because I feel weird about it. Like, all my mates in my hood of Staines say that she give the best blowies in the area. But I know I should feel proud about that, but I feel weird and uncomfortable, should I? Sure. She's your sister. You lot out there, family, you heard the different sides. You make her opinion. Be safe, keep it legal, respect. Some business idea that I just want to tell you about, and I'll be a fool if... Very quickly. What is the most popular thing in the world? Music. No. Tell me. Ice cream. Okay. Everyone has it. And what is the problem with ice cream? I have no idea. It drips. Okay. So my idea is what? To make a drip-proof ice cream. No. Oh, that's a fucking brilliant idea, this. All right, whatever. You ain't going to come out with that, though. No, I promise you I won't. Well, my idea is to come out with just like these ice cream gloves that make the ice cream not go on your hands and make it all well sticky. And also keep your hands warm when you is eating the ice cream. Okay. Is you in or is you in? Okay, well, it sounds like a good idea, and I hope you make a lot of money. Good luck, folks. It's been nice seeing you. You take care. Also Warlock werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Wollte ich mir eigentlich auch anschauen in der im Early Access. Da gab es sie aber noch nicht. Sieht auf jeden Fall von den Damage-Zahlen sehr interessant aus. Ich weiß aber nicht, ob ich sie in diesem Zyklus zocke oder vielleicht im nächsten. Ah, shit, jetzt haben wir hier genau das Falsche erwischt. Politicians, Winston Churchill once said that something like that democracy is the worst form of government except for all the others. Ja, aber erstmal warte ich ab, was die Umfrage für den nächsten Char ergibt. Da ist ja die Hexenmeisterin auch mit drin. Vielleicht gewinnt sie. Momentan ist, glaube ich, aber der Tiermeister am höchsten gewotet. Und der soll auch richtig kranken Schaden machen. What it was like to live in these other systems that didn't have democracy. But in England we don't have democracy and we do all right. England is a democracy. You have democracy. It's just a little different from ours. Well, does you live there? I've lived there in England. I've lived there too. Well, I've lived there all my life, so I think I know a little bit more about this than you. You know a lot more. I'm sure you do. You know, like, do you know England is part of Great Britain? Yes, sure. All right, where's the capital? The capital of which? Of England. Of England?
London is what I thought was the capital. All right. All right, so he does know your stuff. So why does so few young people vote? Part of it is that they don't believe that their vote matters. They've got other things that they want to do with their time. Wouldn't it be more better, instead of having a voting age, just saying, all right, if you's got pubes, you can vote? I would be willing to try it in some smaller way, first as an experiment in something like that, and seeing if we did that, how that would work. What does you think, Professor? Could you do that and just say, yo, if you've got pubes, you can vote. If you can't, you ain't an adult. Well, one of the questions is, how do you prove that? Well, I'd check the girls, all right? Regardless of what anybody says about you, when you reach 18, you can vote. But why 18? As we say on the street, if there's grass on the pitch, let's play. But that has nothing to do with you being responsible for yourself. Does you not agree if there's fluff on the muff, then she is old enough? I suppose, in some way, if you're saying if a person is able to have a child, does that person get to be able to vote? Shouldn't clever people get to vote more times than stupid people? Because I don't see any reason why I should get the same amount of votes as somebody who's an ignoramus. I think that's a question that has challenged people for hundreds of years. And so, no, the answer to your question is no. Is it true that more people vote for the winner of American Idol than voted for the president? All I know is that about half the people who could vote for president vote, and about half don't. So legally, should Ruben Studdard be president? Okay, you have to remember, on American Idol, you can sit there at your phone all day and call every second, okay? It's not one vote, one person. Does you think it's because he's black that he ain't president? No. It's different being president. It is much different. And of course, people in the entertainment arena have become president. Ronald Reagan was a big Hollywood star. And it's just happened again. Arnold Schwarzenegger, who was a big movie star his entire life, he started out and ran for governor of California. Weightlifter, too, remember? I think he's got it wrong. He probably played a role in a movie where he was a governor. He didn't actually become a governor. It's make-believe. Actually, he did become a governor. No. Just because he plays a Terminator, it don't mean he is. I used to think that he was the Terminator. Then, when I saw him in a different film, in Kindergarten Cop, we realized that obviously him weren't. He is now governor of California. Honestly, I'm not lying to you. So who's your guy that you hope is going to get president now? Kerry, John Kerry. I'm supporting him. But ain't that ridiculous? I mean, he's a very good actor. He was good in Pet Detective, whatever. But why should he have the right to be president? Just you're thinking about Jim Kerry, I think. Well, whatever. You said Jim, we said John, whatever. John Kerry, different person. Different person. Different person. Different person. I know it's a different person. John Kerry. Is on-screen personality and him off-screen. I'm sure he's into politics. No. I'm not campaigning right now for anyone who has been in a movie. 20 years ago, women didn't have the vote, but nowadays equal. Does you think in 20 years' time, animals will have the vote? No. I don't think that. Why not? It would be so hard to be able to prove that almost every animal that we know about could understand what they're voting about. Wicked. Very Keep it real. fine. Respect. Very fine. Very All right. fine. Respect. Very fine. Take Very care. fine. Respect. Respect. Yo, Respect. respect. Project about? It's loosely based on like James Bond, but it's for like TV. Well, I've seen that over and over and over and over again. TV. There's nothing new there. Well, I've done like an 8 minutes thing. Let me see this. Let me see this here. I'll watch a little bit of it. This was good. It's real love. Okay, I got the idea. All right. This is not in a genre that I'm interested in. But you ain't even giving it a chance.
I'll give it a chance. I'm not interested in it. But people will switch on even when they see the title James Bond. I'm not interested in it. Thank you very much. I'm not interested in it. I can make it any more clear. I'm not interested in it. I'm as clear as I could possibly be. I am not interested in it. I want you to just level with me. Don't, you know, if you like it, say you like it. If you don't, say it. I try to say it to you. There's another idea that I've got. I have time for one pitch. It's like a version of Who Wants to Be a Millionaire, but with more cash. I really have to. I have another appointment coming. Thank you for your time. It's Who Wants to Be a Billionaire. I is here with the geezer who was the Secretary General of the United Nations. His name be none other than my man, Boutros Ghali. How many countries is in the UN? If I'm not wrong, according to the last statistics, you must have more than 180 countries. Is Disneyland a member of the UN? No, because Disneyland is not an independent state. Do you think in 100 years' time, Disneyland or Disney World could have a seat? No. Disneyland is not doing politics. Disneyland is doing... Well, some of them is. Some of them characters. It is for the young children. How many languages is spoken at the UN? You have practically what we called 5 languages. But which is the funniest language? It's French, isn't it? Not necessarily. Maybe Arabic is more funny. Oh, yeah. It depends to whom. To you, what was the one that when the delegate went up and started speaking, you was like, man, I got to go to the bar. I'm not allowed to do this. I'm the Secretary General. Yeah, but there must have been one when they're going up there, and you just go, hey. I have to have a poker face like this. Do you speak French? Yes. How do you say shit in French? Chic. Shit. Like crap, rubbish. Ah. Oh. De la merde. How do you spell that? M-E-R-D-E. M-A-R-D-E. Thanks for that. We want to say big up yourself, Boutros Ghali. Respect. We are in the Security Council chamber on the United Nations. This room was donated by the government of Norway. Also falls jemand einen Fressflash bekommt und sich nur Milka reinzieht, sorry, aber ich wusste nicht, dass die ganze Zeit nur Milka-Werbung kommt. Jetzt, wo ich hier gerade einen Warlock-Spieler drin habe, hat der Warlock irgendeinen Skill, um die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Weil jetzt von der Falknerin her, die ist sowieso recht fix unterwegs, hat dann auch hier noch ihren Luftangriff und die Verschiebung, damit komme ich schnell über die Map. Aber der Druide an sich, der ist schon echt verdammt lahm unterwegs und ich habe mich jetzt an die Bewegungsgeschwindigkeit gewöhnt. Wenn da der Warlock was hätte, wäre schon ziemlich nice. Does this country really exist? Yes, it does. What's this? Guinea. It's a country in Africa, the Republic of Guinea. Is that a real country? Yeah, it is a real country in Africa. It's quite a large country as well. With full respect, why do you give crap countries a vote? Well, that's your opinion of Guinea. That is definitely not shared in this organization. I was looking around. Where is Africa represented? Don't see it nowhere. Well, Guinea. Where? Where's Africa? This is a country in Africa represented. So you claim? This is a earphone used by all of these people that sit here to listen to the meetings in 6 different languages. Ain't it dangerous though having translators? Why do you think that? Why do you say that? Because let's say the translator is a double agent or something like that. He can say, you know, well, dodgy stuff like apparently the Vietnam's war was started when Saddam Hussein's got in a translator role and he was going to send in an email to the president of Thailand
and to just ask him for a cup of tea, but the translator role put in something that turned out to like, your mum is a whole and I's boulder, and the Thai person got well. Jo, Dankeschön. Also auch wie die Schurken. Well, I'm not Ich habe jetzt hier mit der Falknerin auch Haste drinne. Habe ich auch teilweise beim Druiden drin, aber das wird so selten ausgelöst, beziehungsweise das dauert auch ziemlich lange. Ich muss die Stacks aufbauen und so. Von daher. Aber gut zu wissen, dass da was drinne ist. What happens, does you ever separate people if they is mucking around? Like if they is chucking stuff at the president, Kofi? Well, no, that has never happened as far as I know, so that has not been a necessity, no. At 3 o'clock, there is a meeting taking place here. In like 10 minutes? 10 minutes, yes. A meeting taking place here to discuss the situation in Iraq. Can we be in the meeting? No, you can't. What about we can't because... What about just me? Nobody can. No public is allowed here for security reasons. So what's going on in Iraq that we should know about? Okay, Iraq is suspected of producing weapons of mass destruction. Wicked. Gas and nuclear weapons. What a laugh. And where does the boss man sit? Well, the Secretary General sits right here. He sit here? Yes. Wicked. Can we sit here? Definitely. Jetzt geht's wieder um die Erfahrungsfoliante. Ich darf definitiv nicht failen. Okay. Try to show you every day, in every moment, every way. Lasst uns Ostern zarter machen. Milka. Ja, ich hoffe, ihr kriegt nach dem heutigen Abend echt keine Diabetes von zu viel Schokolade essen. Aber ihr seid alt genug, keine Macht der übermäßigen Schokolade. General Brent Scowcroft. Him was the national security advisor to George Bush, who was the president of America, and also to some geezer called Ford. Is fighting the most harmful thing you can do to the other side? Ain't the most harmful thing you can do is to call them nasty names? Not really, not for countries. Let's imagine we was back all those years ago when you was fighting Russia. Mm-hmm. If the president had gone over to the head of Russia and said, yo, Boris or whatever, stop being such a he would have felt this small. Well, as a matter of fact, we did that. Did you go, Well, not you. But what? Well, you don't do that in diplomatic circles. But did you do a kind of spouse kind of impression? No. When should a nation nuke another one? That's a very good question. That's a very good question. I would say only if Ja, flüchtige alte Frau klingt jetzt schon wieder diskriminierend. Gut, ich habe damit keine Probleme. Ich stehe auf schwarzen Humor. Aber wenn das nicht mal irgendwann Ärger gibt. First of all, we don't have any real significant problems with Canada. But if you nuked Canada, the amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it. And then you could take all their, everything they got there. We don't want what they have. Well, they must have something good up there. Oh, they have a lot of things good. They have a lot of gold. And they have a lot of oil. Those cow things with the horns. Moose. All right. If you is an officer, what is the bestest tactic in battle? To win. What does that mean? The best tactic you can do is to maneuver so that you surprise the enemy. So is the bestest tactic surprise? Sure it is. Because that makes me think of, ooh, yes. Did that surprise you? Yes. That did, didn't it? And when you surprise somebody, you have the advantage because you know what you're doing.
And he doesn't. He's not prepared. That's true because I was thinking that Yeah. yo. Exactly. Did that And most of our great So, ich muss mich korrigieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, um die 5 Stunden. Wenn ich jetzt bedenke, dass wir nach knapp einer Stunde 1/3 schon eine EP haben, das ist super. Also heute Nachmittag hat es auf jeden Fall deutlich länger gedauert für 15 Millionen weniger EP. Aber Verderbnis wurde erhöht, wodurch natürlich auch wieder die EP oder die gewonnene EP erhöht wird. Lasst uns Ostern Nachteil ist natürlich auch, dass ich aber auch bei höherer Verderbnis deutlich anfälliger bin. Habt ihr ja schon teilweise gesehen, wie schnell das dann teilweise gehen kann, wenn ich mal unkonzentriert bin, dass die gute Dame hier auch direkt im Dreck liegt. Did they ever catch the people that sent Tampax through the post? No, they did not. It wasn't Tampax, it was anthrax. All right, I think there's different brand names. Well, it may be, but anthrax is the germ. Tampax is something very different. We just want to say big up yourself, General Scholecroft. You was Oh shit. Nein, und jetzt haben wir die Folianten zerstört. The surprise thing. Yo, the surprise thing. But we just want to say War aber auch schon wieder leere Schaden, der mich dahin gerafft hat. the words of my man, the general, and I ain't cheating you, he really is a General Scholecroft here, because him has said enough important things about warranting. You better listen up, don't get mashed up, keep it real. Never had an idea before. How does you know when you has had one? Right. How do you know? When you say, wow, for a business idea? I mean, like, had the idea of, like, eating chicken or switching on the telly or something, but I've never had an idea. Right. For a business idea. Right. Well, whatever. Right. If you had all the money in the world, this is a good exercise. Yeah. And you can do anything with this money to make your life easier. What's the first thing you would invent? Like, free bitches. It's a good place to start. Always like, just up for anything. Right. Okay. And there's could be a good business. If me tell someone my idea, how does I know they ain't gonna nick it? That's tough. People usually do. Because like when the PlayStation 1 came out, me was telling me Julie, what would be wicked would be if they brought out something that was better than this. Right. And then 2 years later, what come out? Right. PlayStation 2. Right. How does you think they got the idea? Ja, bei mir mit den One-Hits ist das meistens bei diesen Void Zones, ne, von diesen Giftspitzen und wie sie da nicht alle heißen. Ein könnte ich vielleicht noch aushalten. Aber sobald der zweite kommt, bin ich hinüber. Und leere Schaden ist halt immer das größte Problem. Und dadurch, dass ich halt so einen Gürtel drin habe, der aus Tränken nicht wirklich Heal macht, sondern Schutz, habe ich dann halt auch das Problem, wenn ich das zu spät sehe und 5 oder 6 Stacks an Gift auf mir drauf habe, dann muss ich den halt mit Tränken kompensieren, also mit dem Schutz. Und wenn mir das dann halt zu spät auffällt, bin ich schnell hinüber. So wie hier zum Beispiel stand ich auch wieder in dem lila Kreis und dann bin ich schnell hinüber. Ich habe auch schon wieder vergessen, die Rauchbombe zu legen. Passiert mir auch immer wieder. Und das ist halt so das Problem. Damage-mäßig muss ich mir gar keine Gedanken machen. Vom Damage kriege ich alles down, was mir so in den Weg kommt. Aber das Überleben ist ein kleines Problem. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht in Bewegung bin. Wenn ich in Bewegung bin, bekomme ich sowieso weniger Damage. Und wenn ich stehen bleibe oder von Gegnern umzingelt bin und da nicht rauslaufen kann, dann kann es teilweise auch sehr schnell gehen. Der Verschiebungsskill soll ziemlich gut sein, um zu überleben. Das ist jetzt so quasi wie mein W-Skill, wie der Luftangriff. Damit
kann ich halt ein bisschen Strecke zurücklegen und er soll auch so ein bisschen Überleben geben. Aber ich habe jetzt 99 Level mit Luftangriff gemacht. Ja, nicht ganz. Aber den Großteil des Spiels habe ich mit Luftangriff gemacht. Wegen den letzten 70% werde ich jetzt nicht noch anfangen, den Skill komplett durchzutesten und zu schauen, was ich da jetzt nochmal machen soll. Das ziehen wir jetzt noch durch. Und dann passt das schon. I actually don't dislike the idea. Safe, respect. Yeah, but I don't dislike the idea. You can use it, you know. It's not, there's something to it. This is not going to happen. I've got another business idea. Okay. What is that? Ja, bei mir ist es auch bei der Falknerin, also der Q-Skill ist die Sturzbombe und W ist quasi die Falknerei. Wenn ich die regelmäßig raushau, die fetzen halt alles auseinander, ne? Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Aber ich bin halt auch ein sehr fauler Mensch und denke mir dann auch, ja, den Skill speichere ich mir mal auf für später oder für gleich, brauche ich bestimmt. Und ja, aufgrund dieser Faulheit und der Geizigkeit habe ich dann am Ende alle Ablenkzeiten verfügbar und bin tot, weil ich zu blöd war, diesen Skill einzusetzen. That film must have been about 10 years ago. No one has even thought about making that thing. Ja, und gerade bei diesen beiden Dudes hier, vor allen Dingen, wenn die zu zweit sind, wenn der alleine ist, stelle ich mich an ihn dran und diese lila Blobs fliegen quasi an mir vorbei. Das ist kein Problem. Aber wenn die zu zweit sind und beide dieses Ding auslösen, dann kann ich ja nirgendwo hin, weil egal wo ich hinlaufe, überall sind die lila Blobs. So, hier können wir nochmal Verderbnis erhöhen, +4 und hier oben +5. Wir holen uns aber erst nochmal hier unten den Folianten, weil die Folianten geben uns aktuell am meisten EP. Oh, hier unten haben wir auch noch einen Folianten. Dann holen wir uns den erstmal. Ja, die geben teilweise bis zu 2% EP, was unter aktuellen Umständen sehr viel ist. Und heute Mittag habe ich halt auch festgestellt, Zirkel des Schicksals hat ja diesen wunderbaren Skill drauf, ich glaube Rang 5, wo die Monolith-Belohnungen verdoppelt werden. Mit einer Chance von 35%. Anscheinend greift das Ding nicht mehr für die EP-Folianten, denn ich habe so viele EP-Folianten gemacht und ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen nicht ein einziges Mal doppelte EP bekommen. Also die müssen das weggefixt haben. Ja, viele werden es wahrscheinlich schlimm finden. Mir ist es eigentlich vollkommen egal, weil man kann natürlich so argumentieren, dadurch, dass die Zirkel des Schicksalsspieler keinen Vorteil mehr dadurch haben, mehr EP zu bekommen, ist es einerseits gleich. Jeder hat halt denselben EP-Output, aber andererseits, ich bin hier ein blühender Fan von der Händlergilde und ich werde im nächsten Zirkel definitiv nur noch Händlergilde spielen. Und sobald ich den Zirkel des Schicksals hier auf 10 hochgebracht habe und meine Videos durch habe, werde ich auch hier alle meine Chars auf die Händlergilde umstellen. Aber am Ende des Tages kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Also es zwingt ja niemand einen, die Händlergilde oder den Zirkel zu nehmen. Ich kann es einerseits verstehen, aber auch für mich als einer, der eher Anhänger der Händlergilde ist, mich stört es nicht, wenn andere Leute sich für den Zirkel entscheiden und dadurch EP-Bonis bekommen. Ist mir vollkommen egal. Also ich habe zwar ein hohes Gerechtigkeitsgefühl, aber jetzt in Spielen ist mir das vollkommen Latte. Also ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass dann einige Leute sich beschwert haben nach dem Motto,
ja, ich bin in der Händlergilde und wie kann das sein, dass meine Fraktion so einen Bonus nicht hat? Und dann kann ich es natürlich auch verstehen, wenn die Entwickler das rausgenommen haben, damit die Leute, weniger rumheulen. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres, über was man sich aufregen kann, als sowas. You know, is there any situation? No. What about in a famine? What about in a Carrots famine? themselves? No. Was it embarrassing working as a secretary? Did it have the same kind of stigmata as... So, jetzt nochmal eben schauen, was du geschrieben hast. Well, I think it was the word secretary, of course, is used in different ways. Ja, sehr schön. Also, das habe ich mir schon so gedacht. Ich habe halt nicht in die Patch Notes reingeschaut, weil, ja, ich habe keine Zeit. Und auch nicht wirklich Lust. But surely if politicians used words like holla, swallow back, check this out, all my peeps in your cribs, all your mofos out there, swallow this, booyakasha wagwan, then people would hear it and understand, innit? That's crazy. You can't find me Aber das im Zirkel hätten sie auch ruhig drin lassen können, weil zum Beispiel für diejenigen, die offline spielen, und das sind ja einige, die müssen sich ja für den Zirkel entscheiden. Wer dort die Händlergilde wählt, der kann ja nichts machen, weil das ja ein reines Online-Feature ist. Es sei denn, die haben das jetzt auch gepatcht, dass du quasi im Offline-Modus über die Händlergilde auch Items vom Online-Modus abgreifen kannst. Wäre cool, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das getestet habe, und bis vor wenigen Tagen war es halt so, dass die Händlergilde eher ein reines Online-Feature ist. Aber von daher, wenn du offline unterwegs bist und da nochmal den EP-Bonus mitnehmen kannst, wieso nicht? This is your interview technique. This interview is over. Let's come. The guy's an idiot. Yo, boom, boom, shake the mo. So, jetzt hatte ich zum Beispiel hier wieder Gift-Stacks drauf und die HP ist ordentlich nach unten gegangen. Das ist dann natürlich das Problem. Wenn Gegner in der Nähe sind, kann ich mich über Angriffe hochhalten. Dann ist das gar nicht mal so schlimm. Aber wenn keine Gegner in der Nähe sind, muss ich das über die Tränke sofort machen. Sonst das Gift tickt so schnell. Wenn ich da zu spät reagiere, bin ich sofort tot. The heart is the pump that makes the blood take all the things that you need nutritionally to all parts of your body. Why is the actual heartbeat so old-fashioned? You know, boom, boom. Ich könnte natürlich auch mit der Falknerin ein bisschen langsamer und vorsichtiger vorgehen. Dann sind die Chancen, dass ich überlebe, deutlich erhöht. Aber auch dafür bin ich wieder zu faul. Ich heiz hier lieber durch. Im Notfall sterbe ich. Für die Mobs, die ich umgehauen habe, bekomme ich ja sowieso EP. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich meine EP-Folianten verliere. Das ist wirklich so der Worst Case. Alles andere ist mir maximal egal. You just don't know what you're talking about. What do you think would happen to your body with the cell phone in there? Well, it'll be able to answer calls and all that kind of thing. Ja, aber jetzt, wenn ich überlege, wir sind jetzt Stunde, 8 Minuten am Stream, minus das Gequatsche am Anfang und alles drum und dran. Also eine Stunde streame ich jetzt. Und wir haben ja mehr als 1/3 der EP zusammen. Ist auf jeden Fall nach dem, was ich heute Mittag erlebt habe, da waren es 4 Stunden von Stufe 97 auf 98. Sind wir jetzt auf jeden Fall zeitlich gut unterwegs. Hätte ich dann diese beiden Foliant-Gedöns-Dinger nicht komplett gewastet, wären wir jetzt bei 40%. Also das passt. We know this is a generalization, but why is all skeletons involved in evil stuff? That's just
Ja, gleich erhöhen wir nochmal die Verderbnisstufe. Das heißt, wir haben ja das maximale Potenzial, noch so ein 5, 6, 7 EP-Folianten zu bekommen. Ah, das wird schon heute klappen. So, nochmal eben schauen. Genau, hier haben wir noch einen EP-Foliant. Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Boah, sind meine Augen schlecht. Hier haben wir noch einen, die habe ich alle nicht gesehen. Do you reckon it's ever okay to end someone's life? No, I do not. But like with my cat, when him had a broken leg, we took him to the vet. Your cat is not a human. Ja, also ich habe auch noch einen Char im Offline-Modus, weil halt am ersten Wochenende, wo es released wurde, die Server überhaupt nicht mitgespielt haben. Und um meine Videos machen zu können, musste ich ja quasi offline spielen. Deswegen kann ich das auch nochmal durchtesten, werde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Es sei denn, jemand von euch hat da schon die richtige Antwort. Weil das war auch nochmal so ein Ding zu Release. Wenn du offline gespielt hast und dich für die Händlergilde entschieden hast, konntest du da halt nichts machen, außer die Gunst für Glücksspiel auszugeben. Das hat funktioniert. Aber hat natürlich keinen Sinn gemacht, sich für die Fraktion zu entscheiden, wenn du dort nichts kaufen und verkaufen kannst. Und auch im Vorfeld, das, was die ganzen Leute spekuliert haben, wie geil doch das System ist und was da nicht alles möglich ist. Ja, nicht mal die Hälfte von dem, was die da spekuliert haben, ist wirklich möglich gewesen. Ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber ich habe mich dann quasi halt so eingestellt, dass ich dachte, ich kann Items zum Nulltarif an euch weitergeben, ohne dass ihr da groß was investieren müsst oder irgendwas machen müsst. Und so ist es ja nicht gewesen. Und von daher bin ich auch kein Freund von diesen, wir machen mal eine Spekulation, wie diese Funktion am Ende des Tages funktioniert und welche Vorteile wir davon haben. Wurde gemacht und am Ende des Tages war es halt alles komplett sinnlos, weil niemand wirklich wusste, was wir da bekommen. Presidential candidate in the year 2000. So, what is happening with the rainforests? They're being cut down very fast. But what's the big deal about rainforests? It's not like anyone's ever lived in them. Oh, sure, you have a lot of native peoples who live in them. But surely they would be well happy to get out of there. It must be crap living there. No Mackie D's, no KFCs, no way to drive around anywhere. All these monkeys. Interessant fand ich es auch, ich habe auch am Anfang viele Videos gesehen, so nach dem Motto, schnell auf Fraktionsstufe 8 kommen, was du dann dafür machen musst, und dann haben die sich da, ja, also die haben sich echt viel Mühe gegeben, das alles zu erklären, aber, was ich jetzt selber festgestellt habe, so auf Stufe 96, 97 wirst du automatisch Stufe 8 erreichen. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Das ist Mathematik. Da kommst du nicht drum herum. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich da nicht eventuell noch ein Video fertig mache. Aber ich will noch mal höchstwahrscheinlich warten, bis ich Stufe 10 habe. Weil, schauen wir noch mal eben drauf. Meine Vermutung ist, kurz nachdem man Stufe 100 ist, dass man dann auch Rang 10 bei der entsprechenden Fraktion hat. Und ich finde es halt dann auch einfacher, den Leuten zu sagen, Leute, macht euch keinen Kopf, spielt das Spiel. Wenn ihr Stufe 96, 97 seid, habt ihr ungefähr diesen Rang erreicht. Wenn ihr Stufe 100 mit eurem Charakter erreicht habt und danach nochmal 1-2 Stunden Spielzeit investiert, habt ihr auch Rang 10 erreicht. Das ist, glaube ich, für die meisten da draußen sinnvoller und greifbarer als diese ganzen, ja, keine Ahnung, was ich da für Videos gesehen habe, aber
war schon sehr spektakulär und atemberaubend, wie die das teilweise versucht haben zu begründen. And then we can put on the posters starring Mel Gibson. Okay, but in this country, actors, if they have a name that's already taken, do you know they can't even use their legal name? She's known by a lot of her mates as Mel. And that's like Mel, yo, can you go? Like officially, if she's like applying for a job, Melanie. Right. But once she is in there, yo, Mel, as you got. Oh, What you up to tonight, Mel? 25% erhöhtes Bewegungstempo und dann nochmal 9% implizit dazu. Also für ein Elektrobild By threatening to cuss könnte das Ding sehr nice sein. if they didn't hand over cash. So let's say we ask McDonald's, you know, do you want to help fund the program? If them say no, then we say, Oh, die habe ich ja alright, schon. we're going to have someone eating a Big Mac. Aber jetzt then auch die. nochmal mit legendärem Potenzial. That's almost tantamount to blackmail. But let's say I rang up McDonald's, spoke to the main man. We say, yo, Ronald, give me the cash. What I think is that you have Ja, das ist, also das, was du jetzt eben gesagt hast, war auch immer mein größtes Problem bei WoW. Also ich bin WoW-Suchti aus Überzeugung, aber dort ist es halt, solange dein Char einen Progress hat, solange du deinem Char regelmäßig Items geben kannst, ist alles super, ist alles okay. Wenn du aber den Punkt erreicht hast, dass dein Char nur noch minimale Updates bekommt oder teilweise gar keine mehr, dann verliere ich halt auch sehr schnell das Interesse, weil bei mir liegt der Spielspaß darin, die Chars zu verbessern. Aber wenn es dann wirklich nur noch im Mikrobereich Verbesserung gibt, weiß ich nicht. Also mir macht es keinen Spaß, 10 Stunden in ein Spiel zu investieren, um dann am Ende 1,5% mehr Damage zu machen. Also da ist dann für mich Kosten-Nutzen, steht halt nicht mehr im Verhältnis. Klar, kann ich dann immer noch diesen Char nehmen, mache ich mir eine Serie an oder einen Film, schaue ich mir nebenbei noch irgendwie was an und dann wird schön entspannt gedaddelt, gerade so abends nach der Arbeit, ne, so zum Entspannen, zum Runterkommen, alles super. Aber da irgendwie noch groß Progress zu betreiben oder auch hier, wenn ich dann höre, dass jemand ein Bild aufbaut, dieser Bild noch nie getestet wurde und dann gesagt wird, dieser Bild hat das Potenzial, Korruption Stufe 10.000 zu erreichen. Erst einmal, an wen ist dieser Guide adressiert? Also wer soll Korruption 10.000 erreichen? Das sind ja wirklich nur die Hardcore-Zocker, diejenigen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die es vielleicht auch beruflich machen. Und die Leute brauchen keinen Guide. Die bauen sich das Ding selbst zusammen. Der normale Casual Gamer, und dazu zähle ich mich auch, wird ja im Leben nicht Korruption 10.000 erreichen. Also ich bezweifle, dass ich überhaupt Korruption 1000 erreichen werde, weil, ja, ich glaube, vorher steige ich aus. Also da sage ich, Leute, ne, ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Deswegen, also dieses Min-Maxen, zu einem gewissen Punkt mache ich das auch. Ich versuche auch so viel wie möglich aus dem Char rauszuholen. Aber so die letzten Mikroprozent, nee. Dann greife ich mir lieber eine andere Klasse, teste die nochmal eben durch und schaue, was die mir so bringen kann. Whatever. Art Nouveau was a style toward the end of the 19th century. What is Art Deco? New York is an Art Deco city, you might say. So what is Art Garfunkel? Art Garfunkel is just a singer. Ain't that confusing for young people? It may be, but it would astonish me if it were. Try to show you every day. Also dass es Bugs beim Korruptionssystem gibt, das habe ich noch nicht mitbekommen. Milka, weil Zartes besser schmeckt. Ich hoffe, dass es da welche gibt, weil ich glaube, das Höchste an Korruption, was ich jemals bekommen habe, war 14.
Und nehmen wir jetzt mal an, ich bekomme permanent 14 Korruption für jeden Durchgang. Wie gesagt, das habe ich bislang ein einziges Mal selber bei mir gesehen. Und solange ich es nicht selber bei mir gesehen habe, glaube ich das sowieso nicht. Dann müsste ich ja schon 1000 Monolithen, weil nicht jeder wird ja immer bei 14 sein. Dann muss ich ja mindestens 1000 Mal Monolithen gemacht haben, komplett durchgemacht haben, um diese hohen Korruptionszahlen zu erreichen. Oh shit. Da habe ich die lila Bubble gesehen. Ah, verdammt, das war wieder ein Buch, ne? EP-Buch. And there was a burglary at a complex called Watergate. There ain't no connection between this and the bloke from Dance. Ja, also allein auch vom zeitlichen Aspekt her werden solche Korruptionszahlen wirklich nur von denen erreicht, die von morgens bis abends nur Last Epoch zocken. Und das sind ja prozentual gesehen 0, Congratulations. What is bias? We all have biases. Ach so, das meinst du. Ja, also ich habe zum Beispiel gehört, dass das, wie heißt das jetzt auf Deutsch, das Schutzsystem, wo du halt hier diese Schutz. Also dass das Schutzsystem so ein bisschen unbalanced ist und Leute teilweise bis zu 60.000 Schutz aufbauen können. Und ja, hätte ich jetzt 60.000 EP, könnte ich hier natürlich auch ohne Probleme durchlaufen und richtig heftige Dinge machen. Ah, shit. Ja, okay. Das Ding ist durch, von daher ist das egal, da können wir ruhig drauf gehen. Ich habe auch schon fast damit gerechnet, habe aber gehofft, dass ich noch schnell aus der Lava rauskomme. I don't know of an American journalist who's done things like that. Na, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt in der ersten Season nicht alles perfekt ausbalanciert ist. Das muss auch nicht unbedingt sein. Also es gibt Spiele, die sind nach Jahren immer noch nicht ausbalanciert. Solange das hier nicht der Fall ist, ist das auch absolut in Ordnung. Komplett perfektes Balancing wirst du ja sowieso nicht hinkriegen. Also es ist ja ganz normal, dass der ein oder andere besser performt, schlechter performt. Solange du nicht am Ende des Tages ein System hast, wo nur ein Bild spielbar ist, beziehungsweise nur eine einzige Klasse spielbar ist und die anderen alle Grütze, kann ich damit wunderbar leben. Das war ja auch so ein bisschen das Problem von Diablo 4. Du hast halt in jeder Klasse 2, wenn überhaupt 3 Builds gehabt, die wirklich vernünftig und gut waren. Und der Rest waren schon spielbar, aber halt nicht schön spielbar. Und hier kannst du potenziell mit jedem Bild durchs Game kommen. Ups, fast draufgegangen. Also du kannst hier mit fast allem durchs Spiel kommen. Selbst wenn dein Bild, dein Equip nicht das Beste von der Welt ist, du kommst durchs Spiel. Du kommst auch durchs Endgame. Vielleicht ein bisschen hakelig und nicht ganz so schön, aber es ist jetzt nicht so, dass du dein Bild so verhunzen kannst, dass du dann nach Stufe 20 sagst, oh shit, ich komme nicht mehr weiter. Das ist mir nämlich bei Last Epoch passiert. Ich war, glaube ich weiß gar nicht, Akt 7 oder 8. Ich habe keine Ausrüstung gefunden, ich habe nichts gefunden, was mir wirklich was gebracht hat. Und dann musste ich mich quasi ins Crafting einarbeiten. Das Crafting ist super geil, aber auch super kompliziert. Und dann habe ich da halt ein bisschen gecraftet. Die Items, die rauskamen, waren jetzt natürlich auch keine Perlen.
aber haben auf jeden Fall gereicht, mich durch Akt 8 und Akt 9 zu ziehen. Jetzt muss ich nochmal Akt 10 abschließen, bevor die Season vorbei ist. Das hatte ich mir noch als großes Ziel gesetzt. O.J. Simpson. For real? He's I've seen him on the telly. Yeah, and he was the one that was accused of killing his Aber wife. aktuell gibt es halt solche Probleme hier in diesem Game noch nicht. Kann natürlich sein, dass im weiteren Verlauf der Entwicklung solche Sachen hinzukommen. Oder dass die dann Mittel und Wege finden, das vernünftig zu balancen und vernünftig aufeinander abzustimmen. A real man. He's called O.J. Simpson. Yo. So is drugs a real problem? Drugs in the United States have been a problem. Solange das allerdings vernünftig kommuniziert wird und dort kein Bullshit betrieben wird, ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Also am schlimmsten ist ja, wenn die Entwickler was ankündigen, sich nicht dran halten und dir dann noch nicht mal eine Rückmeldung geben, wieso, weshalb, warum. Auch das ist schon zu Genüge in der Vergangenheit passiert und wir wollen keine Namen nennen, wir wollen keinen Shitstorm betreiben. If someone is trying to get it out and prunes and dates ain't working, what should they try? They'd probably try castor oil, something, milk of magnesia, castor oil, something. All right, wicked. Yo, check it out. You has heard the words of my man, Chief Bill Gates. Him has shown that crime ain't something. Ja, da hast du recht, ne? Wenn jemand Verderbnis von wer weiß was erreicht, soll er. Also ich weiß, dass ich definitiv nicht so viel Zeit hinein investieren kann, um das zu erreichen. Deswegen ja, versuche ich da mein Spielerlebnis aufzubauen und das ist dann ein paar Chars auszuprobieren, schauen, was geht, was nicht geht. Ja, vielleicht werde ich mir dann auch temporär mal eine Season herauspicken, wo ich dann sage, jetzt versuche ich wirklich mal rauszuhauen, was geht. Das wird, glaube ich, aber eher passieren, weil wenn so eine Season 3 Monate geht, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht, 3 Monate lang Tag für Tag immer ein und denselben Chart zu zocken. Dafür sind die Klassen hier zu vielfältig und zu geil gemacht, dass ich dann sage, ich will mich wirklich nur auf eine Klasse fokussieren. Kommen wir hier nochmal nach oben oder habe ich mich wieder verlaufen? Well, it's possible that they were just deaf. So is there a massive deaf gang? No. No, not that I know of. Is it dangerous for people to do shadow puppets? Also zum Beispiel auch den Lernritter würde ich gerne mal zocken, den habe ich auch noch nicht gezockt. Der soll ja auch Mechaniken dabei haben, die ja sehr einzigartig für das Spiel sind. Allein auch sein Ökosystem. It could, depending upon where you are and what neighborhood. Sure. Also bis dann wirklich jede Klasse von mir so ausgiebig gezockt wurde, dass ich mir dann ein eigenes Bild und eine eigene Meinung von bilden kann, das wird noch ziemlich lange dauern. So what does ATF stand for? Alcohol, tobacco, firearms and explosives. Ja, bei Blizzard und WoW war ja eigentlich schon immer das Problem, dass am Anfang, wenn neuer Content kommt, der meist zu schwer ist, finde ich auch erstmal so in Ordnung, aber dann heulen die Leute halt oder die Hardcore-Gamer, die E-Sport-Community so lange rum, dass es dann genervt wird, bis es dann halt keine Herausforderung mehr ist und am Ende des Content Patches oder der entsprechenden Season wird dann halt alles so runtergenervt, dass dann halt quasi auch teilweise mit Random-Gruppen das machbar war. Muss aber auch nichts Schlechtes sein. Oh, not at all. That's just a part of the Labrador Retriever breeding. The black dogs are predominant.
But ain't it a bit racist saying, all right, this is dangerous work, let's get the brothers in to go and find the bombs? That has nothing to do with that. Why? Try to show you every day and every Ja, aber WoW hat eigentlich auch dasselbe Problem wie PoE. Ostern zarter machen. Milka, Es ist weil zartes sehr lange auf dem Markt. Die Leute, die von vornherein dabei waren, finden das System richtig geil, weil klar, über ein Jahrzehnt musst du die Leute bei Laune halten, da kannst du nicht mit 0815 Mechaniken kommen. Da musst du schon tiefgründige Dinge haben, die auch die Leute fesseln und immer bei Laune halten. Und dadurch baust du halt auch sehr tiefe und komplexe Systeme auf, die die Leute gut finden, die lange dabei waren. Aber was machst du mit den Leuten, die frisch einsteigen? Also das ist ja genauso wie bei mir, also ich spiele sehr gerne Tank. Am Anfang vom Content Patch spielt ja jeder noch seine Klasse so, wie er möchte. So wie es muss. Der Damage-Dealer macht Damage, der Heiler heilt, der Tank tankt. Nach ein paar Wochen, wenn du einen guten Tank hast, kann er ja durch die Instanz brettern, ohne dass der Heiler ihn wirklich noch heilen muss. Oder teilweise kann ja auch der Heiler oder der DD durch die Instanz brettern, ohne dass der Tank tanken muss. Also nach ein paar Wochen sind die Klassen ja schon fast egal. In normalen Dungeons jetzt. Im Raid sieht das ja natürlich anders aus. Und das ist dann halt natürlich auch kacke. Dann kommst du als neuer Spieler rein, denkst du, boah, geil, ne? Ich will mal einen Heiler spielen. Und dann musst du den Tank nicht heilen und hast nichts zu tun. Oder du sagst, du willst Tank sein, aber die Gruppe spielt so, dass sie gar keinen Tank benötigen. Und als Tank bist du quasi so die arme Sau und der Letzte in der Nahrungskette, der ganzen Gruppe immer hinterherläuft, weil er halt nicht schnell genug ist. Why don't you use one of the dogs who's been here for like years to interview them? Because they will know whether it is good or bad. Right. Well, we like to send, our dogs are busy. They're out looking for explosives, so they don't have the time to go up there and interview the other dogs, so we do it ourselves. So can these dogs smell drugs? No. Thank God. Not at all. Yo, respect. You're safe. What? Why? How does he know? You said thank God. Well, say that out loud. Ja, aber bei Burning Crusade sind sie zumindest auf diese geniale Idee gekommen. Im Auge gab es ja 3 Dungeons. Alcatraz, Bio, irgendwas und noch was. Diese Dungeons waren ja zum Glück deutlich schwerer und deutlich anspruchsvoller, so dass selbst wenn die Leute gut equipped waren, sie mussten immer noch in einer funktionierenden Gruppe durch die Gegend laufen. Aber nach Burning Crusade gab es das nur noch selten. Lich King fällt mir noch ein, dann gab es ja noch die Seelenschmiede und noch was. Die waren halt auch ein bisschen knackiger. Aber so die Standard-Dungeons, die am Anfang released wurden, die waren nach einigen Wochen oder nach wenigen Monaten, ja, konntest du dort quasi in einer bunt gemischten Gruppe durchlaufen, ohne große Probleme. Und jetzt hast du ja auch immer das System, am Anfang kriegst du halt 90% der Dungeons und dann nach einigen Monaten kommt dann immer noch so ein, ich weiß gar nicht, Mega-Dungeon oder Epic-Dungeon, wie die das dienen, dazu. Der ist dann schon ein bisschen knackiger, aber auch bei dem hast du mittlerweile das Problem, dass nach einigen Wochen die Damage-Dealer da durchheizen, weil die halt viel zu heftigen Damage machen und dann brauchst du halt auch dieses Klassengebilde nicht mehr. Lasst uns Ostern zarter machen. Milka, weil Zartes besser schmeckt. Does you think that religion should be taught in schools? If it's voluntary, yes. If it's mandatory, Aber nichtsdestotrotz, die Stories von WoW liebe ich nach wie vor. Die sind nicht immer die geilsten und nicht die tiefgründigsten, aber hin und wieder da mal eine schöne Cutscene sehen. Alles, was mit Drachen zu tun hat, bin ich sowieso ein ganz, ganz großer Fan von. Also wenn sie die Aspekte einbauen, haben sie mich sofort gecatcht.
Ain't it basically a bit of a rip-off of Gladiator? Das finde ich zumindest ziemlich It's gut. like that kind of thing, isn't it? Dass sie jetzt diese ganzen Quests Ain't you scared though that because it's made so much immer so cash, won't just verpacken, make a dass du sequel, abartig viel Ruf für eine Fraktion benötigst. Das ist ein bisschen kacke. Vor allen Dingen, wenn du diesen Ruf dann mit jedem Char benötigst. Das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Aber ansonsten, die Story und die Cutscenes schaue ich mir immer gerne an. Saddam's ever was able to make these weapons of mass destruction or whatever, or as they is called, BLTs. Ja, ich habe eigentlich jedes Add-on gezockt. Legion habe ich noch mit am aktivsten gezockt, genauso wie Battle for Azeroth. Shadowlands habe ich am Anfang gezockt, das erste Drittel. Danach habe ich es nicht mehr gezockt. Also ich habe dann halt immer so meine Phasen. Da bin ich übel süchtig. Dann zocke ich 1, 2, 3, 4 Monate wie ein Besenkter. Aber dann habe ich auch sehr schnell den Punkt erreicht, wo ich dann übersättigt bin und dann auch ruhig mal ein paar Monate ohne auskommen kann. Also die Zeiten wie früher, wo ich dann quasi über das komplette Add-on hinweg gesuchtet habe wie ein Besenkter, die sind auf jeden Fall vorbei. Dafür gibt es aber auch ehrlich gesagt genügend andere gute Spiele. Und ich bin natürlich auch immer so ein Geizkragen, beziehungsweise einer, der auf Preis-Leistung schaut. Natürlich kriegst du bei einem MMORPG etwas für dein Geld, klar. Wenn du ein MMORPG zockst, dann brauchst du eigentlich kein anderes Game mehr, weil du da genug Content, jetzt hängen wir. Also da bekommst du auf jeden Fall genügend Content für deinen Zehner, den du da im Monat bezahlst, gar keine Frage. Aber es gibt halt auch so viele geile andere Games. Und wenn du dich halt einem Online-Game voll hingibst, da hast du halt auch wenig Zeit, noch irgendwie nebenbei was anderes zu zocken. Yo, so listen, you lot out there, you better listen up to the words of my man Buchanan, because him know nothings about America and the election. Listen up, word up, keep it real, West Side. Big up yourself. Mit Aldi kannst du es dir leisten. Frische Qualität zu besten Preisen. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige. Ja, komm, wir nehmen hier mal den einen Verderbnispunkt mehr. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. Good day. Safe. What be your name? I'm Dr. George Washington. What? Dr. George Washington. Och, diese Leser, die sind... So does vets mainly look after sick animals? No, we do a lot of preventive medicine, reproductive work. Die Leser können nervig werden. So many sick animals in Vietnam? There wasn't that many sick animals in Vietnam. But weren't there like millions of Vietnam vets? You're confusing terminology here. Okay, a veterinarian is a doctor of veterinary medicine. He's a person that treats animals. For real. So, I was getting it. So, loads of people went to Vietnam and then treated animals there. No. You're confusing the term. Also das war auch eine interessante Kombination, weil wenn er seinen Kegel macht und ich abhauen muss, aber dann die Augen in einem ungünstigen Winkel ihre Laser packen, hätte auch schnell ins Auge gehen können. Interessant, dass es das nicht ist. Ich bin ja schon fast begeistert. I'm both. Oh man, that's so confusing. I don't understand it. So to make this clear to young people out there, people who fight in Star Wars is called veterinarians. Nee. People who are called veterans. Ach nee, Star Wars Galaxy war vor WoW. Genau, ich habe Star Wars The Old Republic gezockt. Dafür habe ich dann quasi WoW aufgegeben, um dann halt so ein bisschen
Star Wars zu zocken. Fand ich richtig geil. Hat mir auch sehr gut gefallen. Fand ich auch teilweise besser als WoW, weil du da halt auch den Fokus auf der Story hast. Und das finde ich in Spielen immer sehr schön, wenn du halt auch eine richtig geile Story im Background hast. Und mit dem Star Wars Franchise hast du natürlich auch mit das beliebteste Franchise überhaupt. Aber leider haben sie es nicht wirklich gut ins Laufen bekommen. Also es war für die Online-Gamer ein bisschen zu sehr Singleplayer. Aber es war halt ziemlich geil. Is that because most animals wear connies? No. So is you saying that the man cows just whip it out and jizz over their Babylons or what? Ich habe für The Old Republic auch immer noch meinen Account mit all meinen Chars drauf. Hatte ich eigentlich auch vorgehabt, mal so ein bisschen zu zocken, weil die Klassen-Stories finde ich schon ziemlich geil und dann auch die Story um Revan und ja, was war das? Eternal Throne oder ja, mit dem Imperator dann und allem drum und dran. Also das Storytelling ist schon geil und das war damals halt auch noch die Zeit. Oh, wie hießen die nochmal? Wie hieß nochmal das Entwicklerstudio, was das zusammengezimmert hat? Das waren auch die von Mass Effect. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber das war halt noch quasi deren Prime. Die haben ja Story-Games gemacht, die waren sowas von grandios, bis sie dann irgendwann so langsam angefangen haben abzubauen. Und das war halt noch so ein bisschen während ihrer Prime. Und die Story war genial. Obst- und Gemüseangebote täglich frisch geliefert. Wie immer günstig zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. That thing? BioWare, genau, dankeschön. Check it out. Has you ever seen anything like that? Yeah. Ja, damals war BioWare noch richtig gut gewesen. Und dann, wie so viele andere Studios, haben sie auch angefangen, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen und alles ein bisschen schlechter zu machen. Oh, jetzt habe ich gerade einmal kurz nach links geschaut und dann hat es mich zerfetzt. Ja, die hatten da echt komische Namen. Operationen. Ich weiß aber, Battlegrounds. Ja. Irgend sowas. Also die hatten da für Dungeons, Raids und PvP sehr exotische Namen. Okay, I hope you learned something about animals. Yo, we learned a lot Because about you have- animals. You have a lot to learn. Keep it real. Okay. Enough respect. Okay. Safe. Wicked. Aber auch da, ne, Star Wars ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Franchises. Wenn du das Spiel nicht allzu sehr verhunzt, dann zocken das die Leute. Ich habe ja auch Jedi Survivor gezockt. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es war halt technisch auf einem miserablen Stand. Und das war halt so das Problem. Am Anfang habe ich mich noch so ein bisschen gefreut. Ich so, oh, ein Glück, erwischt es die anderen und nicht mich. Und dann im letzten Drittel hatte ich auf einmal massive Probleme, dass die Zwischensequenzen abgekackt sind. Das Spiel ist abgestürzt und solche Dinge. Also das, was die Leute teilweise am Anfang des Spiels hatten, ist dann bei mir zum Schluss aufgetreten und das ist dann halt Kacke. Weil dann kannst du auch das beste Spiel der Welt produzieren, wenn es halt aber technisch Grütze ist, ja, dann werden die dich zerfetzen. Selbst wenn das Spiel in sich super ist. In a Pune. That's a little bit off kilter. That's more of a thriller espionage, and I do primarily science fiction. All right. Well, I can set it like on a spaceship. Also bei mir gilt immer das Prinzip, jemand muss schuld sein. Es kann nicht an mir liegen. Und da meine Freundin gerade in Berlin ist, Mädelswochenende,
kann ich ihr erst einmal nicht die Schuld geben. Deswegen brauche ich ja jemand anders. Kann doch nicht sein, dass ich den Fehler gemacht habe. Wo gibt's denn sowas? But there is a book called Lord of the Rings. The movie was based on a book called Lord of the Rings. Problem is, when bitches is reading it on the bus or So, in a wir haben jetzt hier library, them don't have 50% the privacy EP. to strum their own banjo. You know, flick their own baked bean. So the answer is, Ich weiß, es ist kein Weltuntergang und es ist auch nicht wirklich schlimm, aber ich komme nicht drum herum, immer wieder drüber nachzudenken, shit. Ne? Wie würde der EP-Balken aussehen, wenn ich diese ganzen EP-Bücher nicht verhunzt hätte? it vibrate. I would say this would be a first in publishing. I've never heard of anything like this. Here is the story. It start off. Ja, so ein bisschen sadistisch und sich selber peinigen, da habe ich auch ein Faible für. They is opening a swimming pool. She's Mit Aldi kannst du es dir leisten. Frische Qualität zu besten Preisen. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige 1,69 Euro. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote, täglich frisch geliefert. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. sees the lifeguard. Ja, bei dem Jedi Survivor, den ersten Teil würde ich auch definitiv in die Kategorie Souls-like packen, She look at his dong. aber den zweiten Teil nicht mehr. Also der zweite Teil war, ja, man könnte jetzt sagen, dass die Grundprinzipien auf einem Souls-like basieren, aber der Schwierigkeitsgrad war viel zu einfach. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich den ersten Teil von hier, ich weiß schon gar nicht, wie der erste Teil von dem Jedi-Ding hieß, da hatte ich bei einigen Bossen schon Probleme und bei einigen Gegnern auch, so wie es halt auch bei einem Souls-like normal ist. Aber im zweiten Teil gar nicht mehr. Ich glaube, es gab einen Boss, wo ich so ein paar Probleme hatte und beim Endboss halt, weil es permanent abgestürzt ist. Aber ansonsten ging das Spiel wirklich butterweich und easy von der Hand. Da war von Souls-like nichts mehr zu sehen, außer dass du halt zum Aufleveln und zum Verbessern die entsprechenden Meditationspunkte aufsuchen musstest. The husband is the most powerfulest man in the whole world, probably. The only reason him went and did that war with Iraq. Aber ich konnte in aller Ruhe einen Rancor platt machen. Das ist natürlich auch geil. Der Rancor gehörte auch noch mit zu den schwersten Gegnern. Ich habe den recht... Oh, das gibt's doch nicht. Diesmal habe ich nicht nach links geguckt. Also diesmal habe ich wirklich auf den Monitor geschaut. Aber der Kampf gegen den Rancor war auch schon ziemlich knackig. Weil ich den auch komplett unterlevelt gemacht habe. Why would he even consider listening to you? 3 words. $5,000 cash. That means nothing to him. All right, $5 billion. Where are you going to get $5 billion? Ja, also bei Star Wars würde ich mir auch deutlich mehr mit Sith wünschen, weil du da halt komplett dich ausleben kannst bis zum Gehen nicht mehr. Musst dich halt nicht an irgendwelche Spielregeln halten. Und auch das alte Imperium, weil, ja, der klassische Kampf ein Jedi gegen ein Sith kann man machen, aber wenn du da eine Armee von Jedis hast gegen eine Armee von Sith, sieht natürlich geil aus. Und du hast dann da eventuell auch mal die Möglichkeit, eine komplett neue Storyline dir zu überlegen. Du musst halt nicht immer irgendwie versuchen, der alten Trilogie gerecht zu werden und zu schauen, dass das dann auch wirklich alles perfekt in die Lore reinpasst. Geh einfach mal ein paar Jahrzehnte zurück oder ein paar Jahrzehnte in die Zukunft, kreier neue Charaktere, kreier eine neue Geschichte und alles ist gut. So what other type of Olympics is there?
Und es wäre nicht schlecht, mit diesem Vogue-Gedöns aufzuhören. Das würde mir auch gut gefallen. I seen some of them, and without being disrespectful or anything, a lot of the contestants seemed a bit spasticated. Yeah, they are. But the level there is pretty low. I mean, they ain't, you know, I mean, I reckon I could beat a lot of them. Well, you probably could. Mit Aldi kannst du es dir leisten. Frische Qualität zu besten Preisen. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige 1,69 €. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote, täglich frisch geliefert. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Das ist jetzt aber auch eine harte Wendung von Schokolade zu Mandarinen. Me heard there's drug testing at the Olympics. There sure is that true? Yes. Is that the bestest event? Drug testing in the Olympics is basically they take some urine from the athletes and they run it through a machine that detects if there's any drugs in there. So what does you do to them if you find there's been taking drugs? You kick them out. Why does you disqualify them if them is on drugs? I mean, if anything, surely you should be giving them a head start. Because I know if I is like totally mashed, I can hardly be asked to get off the sofa, let alone walk to the fridge. Irgendetwas in Bezug auf EP-Folianten. If it Schade. was recreational drugs, they should give them a head start. So, is you upset that you can buy Olympic medals? Where can you buy them? Oh, like on eBay? Well, no, like my nan bought me one from Egham Market near Staines where me live for like best grandson. Ain't that wrong? Well, I would doubt that you can buy an Olympic medal. You can buy a medal. No, it was the Olympic one. It said had all the signs and all that, and it said best grandson. Oh, well, Ja, das würde noch fehlen, ein Film über Wookies. medal because the real Olympic medals don't say best grandson. So all did win the Olympic medal for best grandson. I don't think they have that as an event. Like they don't have rapping. They don't have best grandson. Well, this was definitely proper medal, and my nan said it was real. Well, I'm not telling your nan she's a liar. I'm just telling you No, I've never seen it. You know. Is most world records set at the Olympics? It's hard to say. Sometimes yes, sometimes no. Was the world record for the tallest man set at the Olympics? No. The world's record for the tallest man is not an Olympic competition. That's just a Guinness Book of World Records record. So what about the record for the longest moustache? No, that was not an Olympic sport either. Somebody said it's possible to be the world's tallest midget, but how do you know? What? You know, well, you measured them, innit? Yeah, but how do you know the world's tallest midget? Well, you'd have to. Oh, das war knapp. Yeah, but Hätte how do you ich know mich what nicht makes a an midget? seinen Hintern Maybe I'm geschmiegt, the world's tallest midget, am I? wäre ich draufgegangen. Midgets is like the small blokes, Right. isn't it? So how do you become the world's tallest midget? I don't know, with diet and how you eat. Well, what makes a midget a midget? The fact that they're short? Which one is midgets? Ja, Is diese them the Schmetterer. ones that is Wenn zwei like auftauchen, same wird's things, or is them the schwierig. ones with the big dongs? I don't know, but I think they're short. So what's your point? My point is that it's hard to Ja, das reicht ja, dass es in den 90ern oder 80, ich weiß nicht mehr wann, aber diesen komischen Film über die Ewoks gegeben hat. Ein Film über ja, pelzige Riesenhamster. Das war auch ein Horror. Mann, 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 Mann. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die nur einen Film darüber gemacht haben oder ein paar mehr. Ich kann mich halt nur an einen erinnern. Ja, ich wünsche mir jeden Tag aufs Neue diese Erinnerung zu verlieren, aber ich habe ihn leider gesehen. Das war damals, glaube ich, so das erste Warnsignal. Nur wenn irgendwo Star Wars draufsteht, heißt das nicht, dass es gut sein muss. Gut, heutzutage übertreiben die es damit. Aber wäre halt schön, wenn mal wieder irgendwas Vernünftiges, Sehenswertes bei rumkommen würde. We're gonna demolish you. Have your fun with it. Do it. That doesn't achieve their purpose. So, Professor, does you think that terrorists will use aeroplanes again? I think they would like to. Why does you let them fly on the same planes as normal passengers? Why don't you arrange separate
flights for terrorists. So if they is gonna do this terrible behavior, let them ruin their own trip. Ja, ich weiß nicht. Also diese Ewoks, das ist für mich genauso wie Baby Yoda oder so. Das ist einfach nur etwas Ausgedachtes, um Merchandise zu verkaufen. Nichts anderes. Also die haben null Mehrwert, null Sinn, aber sehen halt für eine gewisse Zielgruppe gut aus. Und dann kannst du da wieder so ein paar Plüschtiere oder irgendwas verkaufen. Hauptsache den Leuten wieder das Geld aus der Tasche ziehen. For explosive devices. Ain't the problem though that 99% of dogs can't speak English. So how does they let you Auch know mit Grogu. 50 Jahre galt der Mythos, dass Yoda der einzige seiner Rasse ist und niemand wusste, wer er ist. Ja. Und zack, kommt der Mandalorianer an, öffnet so ein komisches Ei und dann ist da die Reinkarnation des grünen, kartoffelköpfigen Yodas am Start. How come there ain't much security on trains? Und die Reaktion von jeder Frau war gleich. Oh. Ich habe mir schön Mandalorianer angeschaut, eine Freundin wollte das nicht sehen, dann kam dieser Kartoffelkopf um die Ecke und rate mal, wer dann die ganze Staffel mit mir mitgeschaut hat. Ich durfte keine Folge mehr alleine gucken, nur weil dieses Kackbaby dabei war. The White House is so protected, there's no way of building tracks to the White House with the Secret Service and all the barriers that are around it. Well, you'd have to have someone in on it, on the inside, innit? But they would have to build them on someone who was like, no, even that. They'd have to build them on top of the ground and they'd have to go right to the White House. So, und dann räumen wir hier nochmal ein bisschen auf. Mit Aldi kannst du es dir 200% des maximalen Manas als Betäubungsverminderung. Kilonetz für richtig günstige 1,69 €. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote. Das klingt an sich interessant. Aldi. Gutes für alle. Ich glaube, wir werden es niemals verwenden, aber trotzdem. Is it to get a green card? A Brit marries an American, let's say. You can get a green card, but you're going to have to wait for 2 years. Oh, da haben wir 2 Potenzial. Da haben wir 3, okay. No, but if you is add, does you understand? I understand exactly what you're saying. Also ich weiß nicht, auch seit den Patches, Family relationships are very important. meine Items droppen nach wie vor, aber sie droppen in einer so geringen Anzahl, das ist echt nicht mehr feierlich. Yo, baby, let's get special. That doesn't work. That's not going to get you in. That's a shame. Well, Ja, ich bin ja immer der Meinung, in jeder gesunden Beziehung muss man sich auch Freiräume lassen. Und meiner ist halt, Star Wars alleine zu gucken. Und diese Barriere ist jetzt gebrochen. Ich gebe zu, ich habe keine Schmerzen damit und auch keine Probleme, einfach mal alleine auf der Couch zu liegen und mir das anzuschauen, was ich möchte, und das vollkommen alleine und ungestört. And there's like darkness for like months of a year. Well, that's because of the rotation of the Earth. It's not because the sun is running out. It's because the relationship of the sun and the Earth to one another. Why is water getting dirty? If you change the oil of your motorcycle or your car in the driveway and you just dump it there, it gets washed down in a rain, it gets into the water table, it gets into the water, it dirties the water. Ain't the main reason why the water is dirty though that a lot of fishers does their toilet inside the water? Well, fish do it. Giftschaden brauchen wir nicht. Animals get, if you let cows and pigs and sheep go into the streams, then they're dirtying the water. So why don't you tell the fish, whatever, don't know how you tell them, but make sure they ain't doing their plop in the water? But I really think it's more us than they. So what about whales? Don't they make massive pollutions in the water?
Again, they're not, when you consider the amount of water there is in the ocean and the seas, and you consider the number of whales, they're not the problem. But you've seen the They're size. big. Oh, yeah. Ich muss mich mal muten, der Typ ist gerade ein bisschen zu abgedreht. Earth First is, it's really an idea of putting the earth before yourself. You know that me and the West Staines Massive did a protest against McDonald's in Staines. Nice. McDonald's definitely deserves it. The consumption of meat is definitely adding to the world's starvation problem. Oh, no, we weren't against that. We was against, they started charging for their ketchup like 8 pence for like a little bit of ketchup. Right, taxing people every chance they get. So we was like, protesting, saying ketchup should be free and there shouldn't be like a limit to how many ketchups you can have. There's lots of good reasons to protest McDonald's. I mean, they're definitely using a lot of pesticides. They're definitely using a lot of chemicals. You know, the slaughter of cattle, you know, mass slaughter of cattle is... The ketchup thing, though. Right, that's a big thing, too. Mit Aldi kannst du es dir leisten. Frische Qualität zu besten Preisen. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige 1,69 €. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote, täglich frisch geliefert. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. So, what is things like this tree used for? Mainly luxury items, as we'd say. You'd see like a lot of redwood hot tubs, a lot of redwood decks. So you telling me that this tree wouldn't prefer to be a hot tub with a couple of flower honeys in, totally, you know, no clothes on, whatever, rather than having, you know, you in? Our good friend, Safe respect. Whisper. So, what's your name again? My name's Whisper. What? Whisper. Why is that? Does he like whispering? Oh, diesen Boss liebe ich. Wenn er jetzt nicht an der Wand gestanden hätte, noch besser. Er macht seinen Strahl und bis er mit seinem Strahl fertig ist, ist er auch schon tot. Saying that go out there, publicize this thing, talk to your friends, make something that makes a difference, burn a car, whatever, mash people up. But let them know that you was doing it for Boah, Kaffee ist ja nichts für mich. Habe ich beim Bund einmal getrunken. Ich finde das Zeug so abartig und so widerlich. But wouldn't it be more better for your cause? People are smashing things up anyway to say, yo, I was doing this for the tree people. No. Wouldn't it be good if it weren't just smelly hippies who was doing it, but it was also like if it was normal everybody people doing it, then they'd find a way to demonize the regular people. But if them come at you with axes, you come at them with guns. They ain't gonna come back, yo. They'll come back with guns. Right. Yo, well, you get Uzis, man. No one's gonna take Then like they'll get 9mm Glock, man. They'll get AK-47s. Yo, well, you get a bomb. If we get bombs, they'll get bigger bombs. Yo, well, you nuke them, whatever. Oh, we nuke them, then the trees get blown up. Yeah, whatever. Forget about them. At least you've won. Does you want to just give a final message to the camera? Sure. Rise up and rebel, you know, with non-violence. So what's your message to the camera? It's not about non-violence as well, is it? I would say it has to be. I encourage you to rise up, do whatever you can to make the earth a better place. Yo, whatever you can. Violent or non-violent. No, I did not say that. Yo, well... I can't advocate violence. Yo, but man, if I start advocating non-violence, come back to the street, man, you know. Well, people be, yo, you was a non-violent guy, yo. That's the part of the power structures that we're working on chiseling away at with our actions, with our words, with our thoughts, with our songs. What songs has you got? Gentle warrior, with a heart like gold and a rainbow in your eye, brave companion. That's just the first part of it. It's called Gentle Warrior. No offense, but that song, in my opinion, is a bit crap. Each has their own opinion. Booyakasha. Animal rights. Animals is all around everywhere. So if you is thinking that animal rights ain't important, it is. So, does you think it's all right for young people out there to do experiments on animals in their own home? I would be against it in virtually
every case. Because me and my mate Dave, we did an experiment to like. Oh Mann, wie ich die Viecher hasse. Und dann laufe ich auch noch in einen dünnen Gang hinein, wo ich nicht ausweichen kann. And we want to see if it would survive, and it did. It came out, you know, it was like a bit more hot, but it was alive. Ain't that all right? Children who don't have any background in medical or knowledge of the area should not be trying something on an animal that could possibly harm them. So, is it all right for people to wear fur? I don't know how a rational person could say, I need a fur coat at the expense of 60 animals. Does you really think an animal would mind if it knew it was going to a premiere on the back of P. Diddy? I think that the animals would prefer to live out their life in the woods and die a natural death and don't probably even know who P. Diddy is. That's what I think. Well, everyone knows who P. Diddy is. No, yeah, even I do, so, you know. But you know, I'm not a fox or a chinchilla. But ain't fur coats the way out of the ghetto for some animals? I think that we don't need fur, whatever culture we're in and whoever we are. So, does you think it's right that now some animals has got human girlfriends? Because like we saw this video of this horse who was going out, you know, have a relationship. Nee, diesmal war ich schuld, weil ich auf die grandiose Idee gekommen bin. Oh, da ist ein dünner Gang, da kann ich nicht ausweichen, deswegen laufe ich diesen dünnen Gang einfach mal komplett lang. Also das, was ich anderen bei Monster Hunter immer vorwerfe, habe ich jetzt hier selber gemacht. Then you got like the horse. This is the exploitation of I think that's what we're trying to say. We're all agreeing that this is an exploitation of animals. Of animals? Oh, yes. Yeah, but the horse was like totally happy. There was like about half a gallon of proof. It wasn't the animal's decision. He didn't go out there and try to wine and dine that Aber ich glaube, das war sowieso nur ein Monolith für eine Rune. Und von den Dingern habe ich ziemlich viele. Bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Is that a word? It is. Compassion, welfare. Von daher ist das in Ordnung. Kannst du's dir leisten? EP-Foliante sind ja immer das, was richtig wehtut. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige 1,69 €. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote, täglich frisch geliefert. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. Science, science, you better have your welfare. Cause you Was haben wir hier? that with compassion, you're gonna have Tier 7, sehr schön. your children learning about that. Da haben wir einen Foliant, da haben wir Foliant. Und ich hoffe, das Ding wird gleich noch mal ein bisschen was aufdecken. Booyakasha, check this out. I is here with my main man, none other than the boss man, Mr. Gore Vidal. Today we is chatting about history. Ja, sind jetzt halt noch 40%. Is history happening all the time? We are history. Also wenn ich jetzt perfekt durchkomme, circa eine Stunde, ich kalkuliere einfach mal mit 1,5. Weil ich werde noch ein paar Fails machen. Well, you're history for her. For real. So what does that mean? That means as far as one person on Earth goes, Ich hätte natürlich deutlich mehr EP haben können, aber der Chat hat mich hin und wieder abgelenkt, so dass ich dann im ungünstigsten Moment zur Seite geguckt habe und nur deswegen draufgegangen bin. Ansonsten wären wir definitiv weiter gewesen. The Constitution on those 2 tablets. No, not on tablets, they're on paper. Didn't they mold up the... No, that's Moses. Aber das ist, glaube ich, auch... Also zumindest erinnere ich mich an kein anderes Game, wo es halt ja auch so wichtig ist, gerade diesen einen Monolithen wirklich perfekt zu spielen und sich dann auch diese Folianten einzusammeln. Weil ohne diese Teile ist das echt zäh. We used to go out of this bitch called
And she used to always try and amend herself, you know, get her hair done in highlights, get like tattoo done on her butty crease, you know, have the whole thing shaved, very nice. But it didn't make any more difference. She was still a minga. And so, you know, me had had enough. And once we got her pregnant, we said, all right, laters. That is it. Ain't it the same with the Constitution? Well, the Constitution has not yet been pregnant. Let's chat about slavery. Ain't a lot of movies about slavery basically racialist? Like, whenever them needs to cast a slave, them always choose a brother. Mit Aldi kannst du's dir leisten. Frische Qualität zu besten Preisen. Diese Woche Mandarinen, das 1 Kilo Netz für richtig günstige 1,69 €. Entdecke viele weitere Obst- und Gemüseangebote, täglich frisch geliefert. Wie immer günstig, zum Original Aldi-Preis. Aldi. Gutes für alle. Well, there were no white slaves. Ja, einer muss ja immer schuld sein. In America, in the United States. So couldn't it be argued that slavery is a bit racialist? Well, it was totally racist. So, you was an amazing guy. Dann schauen wir mal. Also wir haben hier 1, 2, 3 und hier nochmal ein Ding. Das heißt, wenn... Nee, ich muss nochmal schauen, wie viel EP wir gerade haben. Ja, wenn wir die 3 Dinger einsammeln, dann müssten wir vielleicht bei 30% landen. Easy. Yo, respect. Good to see you. Safe. Washington lived here for about 40 years, so this is very much a reflection of his personality. So does Denzel Washington still live here? Denzel? For real? No, Denzel Washington's a different Washington family, and I really can't tell you a lot about his background. Yo, he's a brother, innit? Was the other one a brother? Was the other one a brother? I don't think so, no. So there's a river near this house? Yeah, you can go out and see it right now. Oh, so did him used to do a lot of like jet skiing on the river? I don't think they had jet skis yet. So did him go windsurfing back then? No, we don't have any records of windsurfing either. Is that because wind weren't invented then? They had almost all their big ships would have had sails. Wir müssen hier dennoch weiter durch. Using the same kind of technology as the windsurfing that uses today. This is George Washington's most private sanctum. It's a study. For real. Ja, das ist ganz normal. Nachdem man sich eine Tafel Schokolade reingewämst hat, fühlt man sich danach gleich viel besser, wenn man eine kleine Mandarine isst. Das neutralisiert das quasi, was man alles vorher gemacht hat. So, what is the 4th of July? 4th of July is when they issued the Declaration of Independence, and we treat that as a holiday every year. So nobody goes to work on the 4th of July. We have fireworks and all sorts of celebrations. And what date does you hold the 4th of July on? Yeah, usually the 4th of July. Why? Well, that's why we call it that, I think, yeah. What happens if it was a leap year? It wouldn't be on the 4th of July then, it'd innit? still be on the 4th of July. No, not in a leap year. Oh, yeah. Does you know what a leap year is? Yeah, sure. Every like 5 years. It's every 4 years. It's an extra day in February. Or maybe a year. I think this place is a bit like P. Diddy's, isn't it? Is it really? Well, I think he's got like something like this kind of vibe. I've never seen it, so I'm seeing this one. I haven't seen that one, so I don't really know. I think his is, with all respect, a little bit better. You know, it's got like plasma screens and a lot more bitches. A lot more high tech, I bet. 6. You've probably heard the word out there, and some of you probably know what it means. For those of you who don't, it means boning. But with boning comes responsibility. You gotta know what you was doing so you don't get a bad lurgy on your knob. So, what is pregnancy? Pregnancy is when the sperm and the egg have met, and the fetus implants itself, and the baby grows for 9 months in the woman's womb. Can you make someone pregnant by taking them up the butty? In their butty hole, their exit hole? Oh, no, you cannot.
unless some of the sperms migrate out and get into her vagina. And that can happen. I didn't think you was going to be using words like that. So it's almost impossible. Almost impossible. You see, Tanya, it ain't mine, right? And you know what you was chatting about. Can you say Ja, was dir auf jeden Fall auch nochmal auf jeden Fall verändern müssen, wenn du It's probably not a good mal idea. eben kurz gucken, genau. Also wenn ich jetzt diese Splitter aufnehme, dass die dann direkt in die Materialien kommen. Also dieser zusätzliche Klick, den man hier machen muss, der ist absolut unnötig. Also ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht haben. Klar, für mein Schmiedevideo war das richtig geil, weil dann konnte ich nochmal schön die Glyphen, Runen und Splitter zeigen, wie sie aussehen. Aber andererseits, wenn das Zeug halt direkt ins Inventar umgewandelt wird und verschoben wird, ist es egal, wie die Dinge aussehen. No, that is not mine. Also das würde ich mir eventuell noch wünschen, weil hin und wieder ziehe ich auch mal ein paar Monolithen durch, ohne in mein Inventar zu schauen. Und dann wundere ich mich manchmal, wieso ich das eine oder andere Legendary nicht aufheben kann, weil halt das Inventar voller Splitter und alles Mögliche ist. Oh, this one's very slippery. That's wrong. There we go. How can that be right? Now, for young people out there who can't afford Connies, does you recommend using a Doritos bag? I would Und recommend was they went to vielleicht Planned auch noch nice wäre, What's this? This is a female. aber nur wenn die das über Herausforderungen machen. Und zwar, man holt sich ein Pad. Finally, there's made one in my size. Ah, shit. Also man macht quasi eine Questline, bekommt dafür ein Pad und das Pad sammelt dann Gold und Splitter auf. Right inside the woman's uterus. I once put my cell phone up my Julie and the aerial fell off and it's still up there. Does you think it will stop the sperms? I doubt it. You know, I thought she would enjoy it because it was on Ja, vibration. da eben hätte ich nochmal schnell die Gegner umhauen sollen, bevor wir den Kristall aktiviert haben. Ich habe dann immer schön die Cooldowns rausgehauen, um den Trash wegzuhauen, und für die großen Viecher mit ihren dicken Knüppeln hatte ich dann nichts mehr parat gehabt. Yeah, I could hardly hear what he was saying, but I didn't want to embarrass her. Aber irgendwie machen die Suppe auch wieder anders. Vorher haben sie quasi, wenn sie einen Angriff gemacht haben, habe ich mich an sie rangestellt und die Pfützen sind um mich drum herum gelandet. Jetzt klappt das nicht mehr so. Where could I catch a disease like that from? I don't know you catch it. I think it's something that can Oh develop. Mann, ich laufe auch hier wieder perfekt. Super skunk, or does they just give you normal Maui Maui? That I don't know. Is normal medicine best at curing people, or should you look to alternatives? Now, you is a homophobic doctor. What's that like? Homeopathic. All right. All right. Yo. Yeah. No, seriously, keep your own prejudices at home, because, you know, there might be gaylords out there who's watching this now. I don't want you to insult them. So, No, you used the word homophobic. Ja, bei Diablo 3 hatten sie es ja so gemacht, dass du pro Season hattest du ja diese Season-Reise. Und man mag es sich kaum vorstellen, aber dort gab es keinen Battle Pass, nix. Das heißt, du konntest alles ohne Geld freispielen, indem du das Spiel einfach mal gezockt hast und ein paar Herausforderungen in-game gelöst hast, hast du etwas kostenlos bekommen. Zu Diablo 4 Zeiten komplett undenkbar. Und da hattest du dann halt auch teilweise Skills für die Pets und die haben dann halt auch Gold eingesammelt. Cloning is basically where they take a cell and they make it grow into a Weil hier ist ja Gold schon essentiell dafür, dass du zum Beispiel auch deine Truhe aufbauen kannst, gerade am Anfang. Und da wäre das natürlich nice, wenn du irgendjemanden hättest, der das für dich übernimmt. Aber auch die Splitter, also wie oft stand ich schon irgendwo, musste irgendwie wie ein Wilder auf den Boden klicken, weil ich diesen Splitter nicht erwischt habe. Zum Glück haben sie die Splitter gelingt. Foxy Brown, you know, she ain't called Foxy for nothing. She's fly like serious Babylons. I see.
Yo, would you be into that if you could clone Foxy? Ach, wie sehr vermisse ich die 90er und 2000er. Heutzutage würde sowas wie Ali G nie im Leben möglich sein, weil du dann sofort wieder einen Shitstorm hättest. Aber schön, dass das Internet nicht vergisst und diese glorreichen Momente festgehalten sind. There was 2 boys in my school called Alan Lambert and Phil Lambert, and they was exactly the same, like same hair, same eye color, same height. They even was born on the same day. Does you think that they was clones? No, they weren't cloned. They were what is called identical twins. Ja, also das Gute ist, dass du bei Gold nur drüber laufen musst. Aber wenn die Dinger halt zerstreut sind, musst du ja auch hier erstmal so halb durch den Bildschirm laufen und das alles einsammeln. Deswegen finde ich ein Minion-Bild zum Farmen auch ziemlich nice. Weil die Minions machen Schaden, du musst dich um nichts kümmern und schaust einfach nur auf den Monitor, wo liegt was, wo kann ich was looten. Looten ist sowieso in solchen Spielen meine Hauptbeschäftigung. Surely it's between that patient and the doctor. Euthanasia is the term that's used when you are killing. It's a nice word for killing. Well, whatever. You were saying that it's mainly... Ja, die 80er habe ich nur halb mitbekommen. Does you think that they're responsible? Beziehungsweise Erinnerungen sind nicht mehr so gut. Who's responsible for it? No. The euthanasia. I think we're getting confused here. Euthanasia comes from the Greek word for death. Let me understand what you were saying. You were saying that it got nothing to do with young people in Asia. You were saying that occasionally there's some doctors here who may be from Asia who do this. That's correct, but they could also be from the United States. But they're mainly from Asia. No, Even no. The ones that are there, but Den Shop haben sie auch geschickt gelegt. Jedes Mal, wenn ich das Inventar öffnen will, komme ich auf den Shop. So, let's talk about plastic surgery. I heard about this thing and it's probably rubbish that some girls actually Ja, das ist nice, 90%. Hier haben wir... Yes, it's true. Nee, das ist was anderes. Ain't that selfish though, because like it's one woman Ja, getting schauen wir mal, da haben wir auch Tier 7, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, Angriffstempo bin ich jetzt kein großer Freund von. Well, I was talking about nice ones. Oh, I see. Well, it's a matter of taste. Respect. Say, chat about that after. Men and women. Does you think that men Ja, vielleicht bekommen wir hier nochmal einen interessanten Angriffsaffix drauf. Diener ausweichen, Grütze, Stärke. Könnte. Nee, das lasse ich. Also Stärke lasse ich drauf, kann ich dann für meinen Druiden nutzen. So, dann haben wir hier Gesundheit, das passt, Rüstung für, ja, das passt auch. Ja, das Ding sollten wir verkaufen. Körperliche Durchdringung ist nice. 6%, okay. Widerstand gegen Leere ist auch gut. Ich habe ja sowieso meine Schwierigkeiten mit Leere. Let me take some like arty photos of her, like very tasteful, whatever. Anyways, I was showing them to my mates. Ja, also das Spiel läuft eigentlich gut, aber hin und wieder gibt es halt immer noch diese Lags oder kleinen Aussetzer. What must me do? Well, you're gonna have to pay the price for that. You violated her trust. Oh, no, she ain't worried about that. She just want half of the money.
Also wer die Händlergilde nicht explizit an den Online-Modus geknüpft, würde ich auch höchstwahrscheinlich Offline-Chars erstellen. Ja, also der Loot-Filter von Last Epoch ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ich kann mich aber nur an ein anderes Spiel erinnern, was sowas Ähnliches wie diesen Loot-Filter hatte. Ja gut, PoE hat auch einen Loot-Filter, aber da musst du ja übelster Crack sein, um da irgendwie was einstellen zu können. Also das ist ja nichts für den normalen Gamer an sich. Aber hier, das ist schon ziemlich geil. Auf den ersten Blick sieht das alles natürlich immer übelst verwirrend und komplex aus. Aber wenn man sich da eingearbeitet hat, kann man mit wenig Zeitaufwand einiges machen. Und je mehr ich mich halt auch mit dem Loot-Filter beschäftige oder auch so mit Angriffsaffixen, Defensivaffixe, habe ich natürlich auch immer mehr Ideen und Vorstellungen, wie man die noch in so einen Loot-Filter einarbeiten kann. Ich glaube, man könnte einige Videoserien nur über den Loot-Filter aufbauen und da auch ordentlich ins Detail gehen. Yo, I was totally into abortion. I was been responsible for at least 5, so, you know, I was well up for it. Find out what abortion is! Find out what it is! So why is you so pro-abortion? We're not pro-abortion, we're pro-life. Has you ever had an abortion? No, I'm So, hier, da dreh dich Surely you schön. should try something before you say it is bad. Oh no, we've known many Und ja, ein bisschen spät die Rauchwolke geschmissen, aber sonst haben wir ihn wieder übelst easy platt machen können. Als Druide ist der Kacke. Father Dean Schultz. Yo, respect. Say, is you very anti-abortions because you yourself was aborted? No, I wasn't aborted. So you ain't So, never got a wo whole hatten wir preggers? hier noch? Also You da ain't never got a whole preggers. unten haben wir noch ein. Ja, stimmt. Eins habe ich schon wieder gewastet. You use Connies or does you fire blanks? Eins haben wir hier und eins haben wir da. Okay, gut. Can we ever go on the ladder? Hear me now, come on, look at the bus. Hear me now. Free Nelson Mandela! Ja, also wegen Grim Dawn habe ich auch was gelesen. Bei mir hat sich dann einer beim Guide aufgeregt, dass der Loot-Filter von Last Epoch doch viel zu komplex ist und der von Grim Dawn ist um Welten besser. Gut, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe das Spiel nicht gezockt. I don't mean to laugh, but you're joking. This is going on telly, you know. Aber das ist halt auch für mich so dieser perfekte Spagat von Last Epoch. Auf den ersten Blick ist alles eigentlich recht easy und einfach, aber es hat halt immer noch genügend Tiefgang für diejenigen, die sich da auch tiefer einarbeiten möchten. Man kann es sehr oberflächlich spielen und man wird damit auch super zurechtkommen. Also man muss sich nicht tief einarbeiten, aber für diejenigen, die dann halt wirklich Tiefgang suchen, die können das dann halt machen und dann vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen mehr rauszupressen. Also perfekter Spagat. Shake it like a Polaroid picture. Check this. I is here with none other than my main man, Dr. Schultz. Him was the chief economic Als zum Beispiel auch Lost Ark, genau, habe ich ja auch gedaddelt, aber das Ding ist halt auch wieder, du musst dort auch wieder jeden Tag zocken, du musst da halt jeden Tag deinen Progress machen, sonst fällst du hinten rüber und du musst natürlich auch wieder raiden und das ist halt für mich, wenn ich Bock habe zu daddeln, dann daddel ich. Ich habe halt keine Lust, mich irgendwie den Zeitplan von anderen Leuten unterzuordnen. Deswegen sind halt so die MMORPGs nicht mehr wirklich was für mich, wenn ich nicht selber entscheiden kann, wann, wie und wo ich zocken möchte.
Aber die Story von Lost Ark ist geil. Die Charaktere, die man dort spielen kann, sind geil, fühlen sich entspannt an und alles. Also ist auch ein rundum gutes Spiel. Auch wieder besser als Diablo 4. Und das ist eigentlich so schade, weil ich halt mit diesem Franchise aufgewachsen bin. Und jetzt irgendwie zu sehen, wie es vor die Hunde geht, das tut weh. But come off it, he's got the same haircut as my nan. So what? What's the haircut got to do with it? He would say you're looking pretty weird with your hair. Yo, well, because he better tell me that face to face. To him, mash you him would, up. no, to him you would. Aber das hat ja Blizzard auch bei Warcraft 3 hinbekommen. Warcraft 3, eins meiner Lieblingsstrategiespiele überhaupt. Und als Reforged angekündigt wurde, dachte ich mir, muss ich mir unbedingt holen. Aber wenige Tage nach der Veröffentlichung hat ja schon jeder gesagt, bloß nicht holen, das Ding ist absolute Grütze. Ja. Und da sind wir jetzt. Das Originalgame kriegst du halt nirgendwo. Und wenn du es zocken willst, musst du dir Reforged holen. You go to a store and you got a $52.64 bill in your pocket, right? We hope. It's just a dream at the moment. Suppose you did. And it turns out when you got the thing, the price was not $52.64, but $52.65. What would you do? Pay for it with the $52.65 bill. You don't have it. Bolt. One go. Thank you. Right. Wouldn't you have to have thousands and thousands of bills in your pocket? Ja, also bei der Grafik von Diablo 4 kann man nichts sagen. Die Kampagne ist in dem Genre auch die beste. Die Zwischensequenzen sind richtig geil. Lilith als Charakter auch richtig genial und grandios. Ups. Aber abgesehen davon wird's dann halt auch mau, ne? Why does he want to go into toys? Does he not think the economics is interesting anymore? Und das, was mich da sehr wütend macht, ist, dass Blizzard eine Umfrage gemacht hat, wie viel denn die Spieler bereit wären, für ein Add-on zu zahlen. Und sowas machst du ja nicht, wenn du nicht versuchst, den maximalen Preis irgendwo rauszudrücken. Sonst musst du die Leute nicht fragen, Leute, ne? Wie viel seid ihr bereit für ein Add-on zu bezahlen? $100? Also nach wie vor, wenn sie das Spiel verbessern, bin ich gerne bereit, Diablo 4 nochmal eine zweite oder dritte Chance zu geben, weil ich halt das Franchise so sehr liebe, weil ich das Spiel an sich auch gut finde. Es ist ja nicht schlecht, es ist halt einfach nur wenig zu tun. Aber wenn sie das wirklich machen sollten, dass das Add-on $100 kostet, dann bin ich, glaube ich, mit Blizzard endgültig durch. That's because you were high. Yo, for real. Yeah, but I'm not talking about you. I'm talking about the stock. Is the price high? Oh, so you shouldn't be high when you sell it? No. Don't be high. That's a real rule. Yo. Don't be high when you're buying and selling stock. Ach, falls ihr es noch nicht wusstet, Diablo 1 kann man mittlerweile auch im Blizzard Store kaufen. Also hier über Battle.net. Is it your house number or is it your birthday? It's probably a number that doesn't mean anything. We know you can't tell me, but is it 1984? No, that is my point. Is it in the 1980s? Just nod if it was. You mean the PIN number? Yo, is that the bestest one? No. Well, I don't know what's the best. Doesn't matter. 88. 1988. 1888. Do you know why you need I know it's something 84 with 8s in it. What you want is a PIN number. Nee, Arena-Schlüssel brauchen wir. Obwohl, wir haben ja noch ein bisschen Platz. You pick some Das heißt, die Schlüssel da rein. 6598
2642, 3515. What was that? 6598? Yep. 3215. 3215. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die jetzt hier endlich Stufe 100 ist, mache ich 3 Kreuze. Doesn't make any difference. I'm making them all up. Listen up, pay attention, and be careful with your cash. If you want to get to beware and blink. Keep it real, respect. Yep. Respect. Aber wenn ich halt bedenke, dass das noch einer der Chars ist mit sehr hohem Killspeed, Check it out. Today ja, we is kann ich mir vorstellen, wie lange es dann mit den anderen Chars dauert. Let's talk about something that people don't like to chat about. A tattoo subject. Teacher-student relationships. Should kids ever be allowed to date their teachers? No, definitely not. But in school, my French teacher, Miss Bird, used to totally fancy me. You know, always looking at me, you know, speaking French to me, bonjour, bonjour. And you could like see she was interested, you know. But it was never allowed to happen because she was grown up, I was 13, even though I had a full tash upstairs and down. Why was I not allowed to date her? Because your relationship as a student, not the relationship of a lover. You're a minor. She was interested, you could see. If your teacher had been interested in another student in your class, how would you have felt about the grades that she was giving that student as opposed to the grades she was giving you? But don't you think students would study harder if there was an incentive? If the teacher would say, whoever studies hardest this term gets to play with these? No. 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 If there was, no. Why Out of not? the question. Out of the question. We've said why. If we At ask the young that people age, watching totally this program inappropriate. what incentives they want to learn, I don't believe that nearly any of those young people would say these. That's not what they would say. Let's talk about bullying in schools. It's a well serious problem, isn't it? Was anyone here bullied in school? Oh, sure, of course. Yeah, can understand Let's make a distinction, though. I think Ah, between okay, bullying ich warte hier die ganze Zeit and auf real die nächsten Gegner, dabei ist das Ding schon erledigt. I don't think there's any place for Alles allowing klar? violence in a school. So you must have been bullied. What sort of things did they call you? Well, don't tell me. Oh, no, let me guess. yeah. What, like four eyes? Or No. I like didn't wear smelly glasses. Or No. I didn't wear what, glasses like then. gay boy or something like that? No. Gay lord. I wasn't bullied all through school, but I do remember one occasion where What kind of things did they call you? No. Okay, gut, wir gehen jetzt mal als nächstes hier zur Verderbnis. Fifi man. I honestly can't remember, but I do remember, you know, getting in fights I really didn't want to, simply because I was being picked on. Das ist schon heftig, wie er seine Gegner, nicht Gegner, wie er seine Talkshow-Gäste aufs Übelste beleidigt, nur um die gewünschte Reaktion herauszukitzeln. Heftig. Oh, so you was like small? You was I was like small little, for a while, yeah. And then yeah, like little runt of the litter. Mhm. So what they call you, like small boy, and I honestly don't remember any names, sort of thing, but there was something like that. And even if you haven't experienced, I mean, it's not that hard to imagine this sort of thing. And it shouldn't be allowed to the degree that it can be started. don't go on about Schools it, are little social boy. settings, right? Schools are social settings. So you have to pay attention to the relationships between kids and the relationships between teachers and students. So, does you think there's too many rules in school? In school, I didn't ask you, Four Eyes. Oh, all right, wise guy. Yeah, I ain't so he small. thinks. I ain't like little run of the litter. Oh, is that right? I suppose we're Oh, all you don't being laugh, cheered on. right? You're what? I wouldn't laugh, all right? Right. What, or is there some threat behind that, sir? Yeah, you may laugh. I bet I could beat you up. I'm not so sure of it. Maybe we ought to try it. We want to big up all my guests here tonight. Keep it real. Keep your mind. Keep thinking. Keep studying. Safe. Booyakasha. Check this eyes with none other than my main man. Oh, shit. Professor Norman Chomsky. And him is gonna Ich wollte explain noch mal about language. den Trash Why wegräumen. is studying language important? Language is the core property that
basically defines human beings. Okay, der untere war ziemlich schnell down. Talk in language. Well, that's more or less a matter of definition. I mean, every organism has some means of communication, including insects. How many words does you know? Well, normally humans, by maturity, have tens of thousands of words. For real? Yeah. What is some of them? All the ones we're using. For real? Me know loads of words. Parachute, photograph. If you count them up, it'll be in the. You count them up, it'll be in the tens of thousands. Camera. Yeah. My 4-year-old cousin Sanjeev, he's got a Bangladeshi mum, but his dad. Moment. Wir müssen noch mal eben schauen, ob hier nicht irgendwo ein Foliant ist. Eben habe ich ja auch 3 übersehen. So if a person speaks 2 languages, you call them bilingual. Many languages, you call it multilingual. Dieses Mal kein Fehler gemacht, sehr schön. In normal circumstances, he will. But Professor, ain't it wrong to say just because he might be able to speak 2 languages that him will be into ladies and also into boys? I don't understand. There's no connection. Well, you were saying he's going to be bi. There's no connection at all. I mean, whether he ends up liking boys or girls or chemistry. He's going to grow up to be bi, and I don't think that's fair you saying that. Bilingual means having 2 languages. It has nothing to do with bi in the sense that you're thinking of. Bilingual means having 2 languages. It has nothing to do with being bisexual. But how would you like it if I called you bilingual? I'd love it if I were bilingual. I'd love it if I were multilingual. If I had many different languages, I'd be a richer person. What's multilingual? Is that if having many languages? No. Multilingual means multa means many. Because my nan's boyfriend Derek, him always tell my nan that he is canilingual. How many languages does that mean him speak? Again, let me say, each of us speaks ein Glück. many different Ich weiß nicht mehr, wie der Mist heißt, den Bosse haben, aber die haben so eine Art Schadenswiderstand. Und der hat bei ihm gut gehalten. Da fällt mir was ein. Ich muss mal schauen. Wo ist denn das? Rüstungsdurchbruch. Yo, so check it out. You has heard the words of my main man. Now listen up, be well clever like him, and start speaking proper. Respect. Okay. Big up yourself. Safe. Okay, wird das hier gar nicht angezeigt? Welcome aboard. Easy now. Respect. Kann natürlich auch gut sein. How old is this submarine? Well, it's not a submarine. She's a U.S. Navy fighting ship. Wunderschön, wir haben gleich wieder 2 Folianten. So to explain to the people out there, that's like das heißt, wenn das sauber funktioniert, könnten wir bei 20% landen. Much earlier than that. So, is you French? I'm not French, no. So why is you dressed like that? This is actually in a Civil War era, or basically 1860s U.S. naval uniform. So when you go back home, you don't wear the costume or the moustache? No, the moustache doesn't come off. But this is where everybody lived. What? Right in hammocks. What, them slept in they these? They slept in these hammocks, and they slept this close, too. Where did the bitches sleep? You're talking about women on board the ship. For real, hold. There were actually no women allowed on U.S. Navy ships. Was this like a gay cruise? No, I wouldn't say that. Wo sind die Dinger? In the Navy we have a lovely call and response thing that we do. Okay, da ganz oben, das heißt... Right. You yell it back to me very loudly and then say I at the end. Alright. That lets me know that you heard it, you understood it, and you're ready to work, right? Alright. Okay. Sehr große Map. On the braces. Einziger Vorteil, wenn wir erstmal dort angekommen sind, sind die 3 Dinger ziemlich nah beieinander. Is you a seaman? Yes, of course. That's why Das war Nummer 1. But is you a girl?
There's no women that are allowed in the Navy, only men. All right, then let's go all change downstairs together. Or have a slash I'm in together. my uniform, sir. I'm not going to. No immoralities aboard the ship. Not in the American Navy. I am not a girl. You cannot insult me by saying I'm a girl. So is you a lady boy? I'm not a lady boy. I'm a man. Is that, what's Siemens, what's it? Sprouse? I think Siemens Sprouse. Also diese cleveren Entwickler mit dem Shop auf U kriegen die mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich das Inventar öffnen möchte. Die haben das extra gemacht. Undercovers for now. Alright, respect. You ain't with him, is you? Say again? You ain't with him, because if not, then does he mind if I has a go? It's a free country. Alright, later. Ja, das ist ja bei Diablo 4 auch so. Wenn du das Menü öffnest, die Funktionen für den Battle Pass sind direkt über dem Punkt, dass du den Battle Pass kaufst. Und ich habe da nicht drauf gedrückt, weil jeder, der Diablo 4 gespielt hat und dem das passiert ist, hat gesagt, drück da auf gar keinen Fall drauf, weil jeder Dreck ist bei Diablo 4 hinter einem Fenster versteckt. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ja, nein. Aber die Aktivierung dieses Battle Passes hat so eine Absicherung nicht. Das heißt, wenn du da aus Versehen drauf kommst und deine Zahlungsmodalitäten hinterlegt hast, dann cashen die dich sofort ab. Hier ist das zum Glück nicht so. Ich habe es auch ausprobiert. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ein kleines Nebeneinkommen aufzubauen. So, da hat mich diese komische Tintenfisch erwischt und fast one-hitted. Drecksvieh. Aber jetzt sind sie down. Und der eigentliche Boss an sich, kein Problem. Aber diese beiden Tintenfische, richtig ätzende Viecher. Ja, also Endspurt habe ich bislang noch nicht gedaddelt. Ich habe aber sehr viel Gutes davon gehört. Also mein erstes Survival-Game war Palworld. Vorher hatte ich mit Survival-Games 0 am Hut. Ich finde das Genre aber interessant. Well important feminist and has like written enough books about that kind of stuff. Do you think that ja, aber B für Rucksack kenne ich auch. Ist eigentlich auch sehr normal. B Backpack, ne? Das passt. Also I oder B. Yeah, and what's wrong with that? Research has shown, this is my favorite statistic in misconceptions, that the most erotic thing a man can do for a woman is the dishes, is housework. Is do the dishes? Well, after she's had a child. I thought it was the figure of eight. The figure of eight when you... Well, that's good before. Yeah. Okay, well, that's good. That's good. All right then, no offense, but if you were so equal, how come even the things that you claim that you was better at men, at like cooking, you know, you ain't? Well, who says women are better at cooking? All the best chefs in the world is like men. Like, also ich glaube, das Glück ist ziemlich auf unserer Seite, weil ich hätte jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal draufgehen müssen. Claim that women are better cooks
than men. You're right. The great chefs have all been men. Do you reckon now that women has got more job opportunities than men? No, I do not. Because you know, you've got Okay, bei den Viechern ist es jetzt so. the bitch, the woman in the rap videos, Schnell weg, schnell weg. strippers, you know. Also bei diesen Viechern ist es so, die hauen drauf und an dem Punkt, wo sie draufhauen, da splashen dann diese komischen Kreise raus. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil am Anfang sah das immer so aus, als wenn sie aus ihm herausgekommen sind. Aber dann hatten wir einfach nur genau die richtige Position gehabt. Ah! Let me tell you honestly, how would you feel if you had to sell sex? Your sex? What if people pay me money? Shit. No, honestly. I mean, I know, like, I okay. would be there Yeah, you every think it's day. so cool. I would Yeah, do right. You be would do late that. in the Yeah, office yeah, 24 hours right, a day, yeah. 7 days a week, 369. I mean, would you call a woman a bitch? Would you say you're my bitch and expect her to feel really cared for and respected? Ich habe schon eben einen Schreck gekriegt. Als du EA geschrieben hast, dachte ich, ist das Spiel von EA, aber nee, Early Access. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Weil EA hat sich's bei mir auch ordentlich versaut in der letzten Zeit. Also das, was sie in ihrem Sportbereich mit den Lootboxen machen, ist sowieso die größte Frechheit, die ich jemals gesehen habe. Also, dass das nicht als Glücksspiel zählt, wundert mich sehr. Außer in UK. Die haben es zum Glück hinbekommen, das Ganze als Glücksspiel einzustufen und EA darf es nicht mehr machen. Müssten die hier auf jeden Fall machen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder und Jugendliche da entweder ihr Taschengeld oder die Kreditkarte der Eltern so massiv überladen haben mit diesem Scheiß. Also, dass das irgendwie ansatzweise legal ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und das Schlimmste ist dann, wenn dann auch noch andere E-Sportler und YouTuber das feiern, wie geil das doch ist und all so ein Bullshit, obwohl jeder weiß, A, können die sich das leisten, B, bekommen sie durch ihre Klicks das Geld doppelt und dreifach wieder und C, werden die teilweise auch gesponsert, das heißt, die geben dort kein Geld für diesen Dreck aus, feiern das ab, als wenn das Geilste der Welt ist, wohl wissend, dass ihre Zuschauer sich da teilweise übelst in Schulden stürzen. Also das, so viel zu EA. Deswegen war ich da ein bisschen emotional, als ich den Namen gelesen habe. Aber die haben mir auch mein Wild Hearts richtig versaut. War eigentlich ein richtig geiles Game. Die Entwickler haben eigentlich auch was drauf, aber ich glaube, den Schaden, die dieses Spiel erlitten hat, geht hauptsächlich auf die Karte von EA. Und EA hat mir auch meinen wunderschönen Fußballmanager kaputt gemacht. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe es mir auch jedes Jahr geholt, weil es dort keine Lootboxen gab. Und dann haben sie das eingestampft und die letzte Version des Fußballmanagers war die Vorjahresversion, nur mit dem Namen Legendary Edition. Das war auch die größte Verarsche überhaupt. Die haben noch nicht mal die Spielerdatenbank aktualisiert. Und sie waren natürlich auch der Publisher von Jedi Survivor. Und das Spiel kam ja auch in einem katastrophalen technischen Zustand raus. I was 18 when I lost my virginity. How old was you? Obviously, I also knew because you was a virgin, right? I was like, I think about 10 or something with this model from Italy who was 28. It is illegal for people to have sex below the So, da haben wir das Ding hier auch geschafft. Das heißt, wir bekommen unsere No, I wouldn't want it to be illegal to have sex above the age hier of 50. unsere For personal reasons. Ah nee, jetzt machen wir die Bücher. So, ihr seid ja so ruhig. Habe ich jetzt eure Lieblingsspieleentwicklerfirma beleidigt? Oder seid ihr gebrandmarkt mit Lootboxen? Ich hoffe nicht.
Also, wie gesagt, das ist mit die größte Pest im Gaming überhaupt. Walnuts in a sock. How can that be right? You learn to knock before you go into Nana's bedroom. No, but then it happened, they did it in the living room as well. Well, that's irresponsible if, for parents to do that when there are their children around or anyone else. So let's just have one word to sum up your position. Let's say commitment. Virgin? Nobility. Jesus. Safety. Yo, and mine is peace. So let's try and do that into something. So, ich muss erstmal schauen, was wir hier machen müssen. Okay, wir müssen hier Gegner umhauen und dann den großen Meister. Check here. 'Cause Jesus in it is commitment. Was mir jetzt auch die letzten Runden aufgefallen ist, unser Geier macht, glaube ich, gar nicht mehr so heftigen oder? Doch, da unten hat er den auseinandergepflückt. Weil bei dem einen Monolithen, wo ich zum Schluss draufgegangen bin, weil ich natürlich den Chat lesen musste, klar, da war ich fest der Meinung, dass der Geier den Mob platt macht. Hat er aber nicht. Und er hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Deswegen war ich kurzzeitig der Meinung, dass der Geier eventuell einiges an Schaden eingebüßt hat über die letzten Verderbnisstufen. Aber er hat halt unten diese komische Raupe platt gemacht im Alleingang. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. I should tell you, as Dean of the Acting Studio of the Drama School, that I don't use words like hose and I hate them. That's honestly. All right. I know this is the vernacular. No. Right, so I hate words like bitches. But why is it that woman is like Ja, also dieses Phänomen, dass jetzt eher Indie-Games profitieren und gepusht werden, ist ja quasi auch ein Resultat dafür, dass du von den großen Spielefirmen nur halbgare Scheiße geliefert bekommst. Das ist ja das Problem. Whoa, is the fun, man. You're so good. Robert De Niro is a genius. As you've seen, analyze this. Oh yeah. Und so ist das ja bei mir auch mit Avatar. Also für mich ist Avatar Frontiers of Pandora grafisch eines der besten Spiele überhaupt. Aber spielerisch vom Gameplay her ist das halt ein 0815-Scheiß. Und da, ich bin halt auch jemand, der auf gute Grafik abfährt. Nicht ohne Grund habe ich mir auch einen entsprechenden Rechner hier hingestellt, um das dann auch daddeln zu können. Aber wenn dann die Grafik auf... Ups, hier nochmal aufpassen. Also wenn dann aber die... Na, was ist mit der Maus los? So, jetzt. Ja, wenn dann aber aufgrund der Grafik das Gameplay leidet oder die Story, das finde ich dann auch nicht mehr so geil. With the school, they made us go to see William Shakespeare. You saw somebody playing Shakespeare, which is great. I didn't really like it, and we left after half an hour. Well, they chucked me out because I was shining one of them laser pen things on Shakespeare's head. But respect, shame on you. Yo, so diggity, check yourself before you wreck yourself, because I is here with 4 people who has all thought about something called religion. How powerful is God? I think there is a power. I think most people at one point or another experience that power. They draw upon something that seems larger than themselves. Can God do better? Servus Grobi. You're asking God to make square circles, which are impossible. God can't do it. An dich kann ich mich noch erinnern. Aber ein buntes Herz mit einem BMW-Logo in der Mitte. Eieieiei. No, and a lot of people would find that suggestion very offensive. Yo, sorry. Gut, was haben wir hier? Oh, 19% noch.
Why don't he flex it every day? Like if you has got it, flaunt it. Like my mate Dave, he's got a 9-incher. He gets it out all the time. So, wir holen uns jetzt mal hier so die Leuchtdinger in der Hoffnung, dass die uns den Weg weisen zu den wunderschönen, na, wie heißen sie nochmal? EP-Folianten. Why did Jesus go around with all them reindeers? I'm not sure I've seen the same image as you've seen. I think you're confusing him with Santa Claus. So, du trinkst Kaffee. Ich habe jetzt meinen zuckerfreien Energy Drink weg. Yes, Jesus exists as the second person of what we believe to be the triune God. Is it true that he was born in a stable? It's possible. He was born in those kind of simple circumstances. No room in the inn, that sort of thing. There was no room in the... Well, that's because it was Christmas, isn't it? Let's talk about marriage. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe ja hier gerade ein paar kluge Köpfe im Chat. Meine Liste mit zukünftigen Guides ist viel zu lang. Soll ich als nächstes erst einmal auf Defense-Werte von Last Epoch gehen oder auf die Minion-Affixe? Quasi für ein Minion-Bild, auf welchen Items welche Werte drauf sind. Weil wie immer haben wir ja für die Minion-Builds nicht auf jeder Item-Gattung identische Werte. Ich finde beides interessant und spannend. Das eine ist halt eher so für die Minion-Community, die nicht gerade klein ist. Bei der Schadensskalierung waren die Minion-Leute deutlich in der Überzahl. Wir haben ja auch sehr schöne Fragen gestellt. Aber defensiv ist halt natürlich auch ein Vorteil für alle. Beides werde ich machen. Mich würde jetzt hier einfach nur mal eine Priorität interessieren. Oh Kollege, das habe ich dir glaube ich schon beim letzten Mal gesagt. Ihr müsst hier keine Donations raushauen und dann auch nicht in so einer hohen Zahl. Das muss überhaupt nicht sein. Ich danke dir natürlich, aber nimm lieber das Geld, kauf dir Aktien dafür, hast du im Leben auf jeden Fall mehr von. Aber danke dir. So ist das. Bei mir wird man sogar noch ausgeschimpft, wenn man mir was Gutes tun möchte. Why? Because I is at an anti-nuclear protest, which is a subject well close to my heart. And it is also an opportunity to meet some loose hippie bitches and possibly have a rumble. Respect. So, should we stand up or should we sit down? Let's sit down because it's closer to the earth that way. No doubt. There's so many people believe in having a hug from heart to heart. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, woher der Schaden kommt und dann schießt er Geschosse auf mich, die mich verfolgen. Ist mir noch nie aufgefallen. Also im Normalfall fliegen die ja nach vorne geradeaus weiter, aber dass die mir hinterherfliegen, habe ich echt noch nie gesehen. McDonald's. For real. Oh no. No, but it's got an Und das nach 200 Stunden Spielzeit. I try to avoid that stuff. Is he more Burger King or Me? No. KFC? None of it. Is you going to be going down to the gate? Is you going to be doing a bit of protesting today? Not today. I got to take off. But yeah, I went down there. Got in their face. It was pretty fun. And did you get arrested? I didn't get arrested, but I have been arrested in the past. With full respect, ain't you been a bit? Kollege, deine Aussage klingt sehr stark nach dem, was meine Freundin immer sagt. Angeblich gebe ich ihr auch immer für alles die Schuld. Aber das sind alles nur Gerüchte. Is you on crack?
where's that gold coming from? Who fucking mines that gold? You got Africa? He's got Yeah, no Africa doubt. on this. Now, where does No where does doubt, man. gold come from Africa? Do you know how gold is mined? Do you know Yeah. the environmental devastation that has occurred by this gold? Do you know how many people are in bondage, literally slaves over in Africa? Ah, okay, stimmt. Wir haben ja den Kristall gemacht. Habe ich schon wieder vergessen. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass ich den nächsten Foliant komplett zersemmelt hätte. Aber nee, das passt. Das heißt, wir haben... Oh, sehr schön. Wir haben hier 2 Folianten. Und hier haben wir nochmal ein Leuchtsignal. So heißt das Ding korrekt. So, mal eben kurz schauen, was ihr da geschrieben habt. Ja, also so ein bisschen von dem Punkt Grafik über alles gehe ich auch ein bisschen weg, aber dennoch bin ich halt ein Augentier. Schöne Grafik gefällt mir halt. Und heutzutage sollte es eigentlich möglich sein, eine schöne Grafik und eine vernünftige Story zu liefern. War ich bislang immer der Meinung, aber anscheinend ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn die Guides weitergeholfen haben, sehr schön, das freut mich. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Probleme gehabt, so den Spagat hinzubekommen. Ne? Wie tief soll man jetzt ins Detail gehen? Weil egal wie tief ich ins Detail gehe, es wird immer Leute geben, die sagen, oh, das war jetzt aber ein bisschen zu oberflächlich, du hättest nochmal tiefer ins Detail gehen müssen. Und es wird auch immer Leute geben, die sagen, boah, das war jetzt zu kompliziert. Von daher, es allen recht machen, funktioniert da sowieso nicht. Aber anhand der Zahlen und auch anhand der Kommentare und allem drum und dran habe ich schon gesehen, dass das ja für meine Größe und für meine Kanalgröße auf jeden Fall gut angekommen ist, gut angenommen wurde und ihr da auf jeden Fall auch was mitnehmen konntet. Und tiefer ins Detail gehen kann ich auch immer noch. Also da ist ja jederzeit möglich, nochmal irgendwie einen Deep Dive zu machen. Und dann vielleicht nochmal das Thema komplett auseinanderzunehmen. Und natürlich kann es auch immer sein, ein Patch kommt raus und dann ist das, was ich gestern noch gesagt habe, nicht mehr gültig. He lives in a house, though. And that house is a product of technology. Ja, diese Körperrüstung, Mann. Nee, das Ding brauchen wir auch nicht. Hat auch nur Grütze drauf. He eats food. As computers made our lives better. I don't think there's any question about it. Will computers ever be able to work out what 16%. Da fällt mir ein, wir müssten auch mal schauen. Ja, okay, wir haben jetzt hier 84.000 Gunst. Also Rang 9 ist gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Ich muss noch mal eben kurz schauen. Ah, shit. Ja, ich glaube, ich hau hier noch mal ein paar Prophezeiungen weg. Ich will nämlich mal sehen, wie viel Rang wir brauchen, um Stufe 10 einer Fraktion zu bekommen. Und dadurch, dass ich mit ihr ja hier sowieso, sobald Rang 10 erreicht wurde, zur Händlergilde wechsel, ist mir das eigentlich absolut Latte, was wir hier für Prophezeiungen haben. Whatever numbers you name, the computer will be able to handle it. Yes. Aber nach wie vor bin ich eigentlich der Meinung, dass ein entsprechender Teil der Community Rang 10 höchstwahrscheinlich nicht erreichen wird. Wenn ich jetzt mal überlege, dass ich 60, 70 Stunden locker nur in diesem Zyklus investiert habe,
und noch nicht die entsprechende Rangstufe 10 habe. Und ich glaube mit der entsprechenden Stundenanzahl, die ich da jetzt so in 1,5, 2 Wochen hinein investiert habe, der normale Casual Gamer wird definitiv diese Zeit nicht haben, beziehungsweise wird das nicht in 2 Wochen haben, sondern eher in 2, 3 Monaten, wenn überhaupt. Von daher steht da, glaube ich, noch meine Vermutung, dass das für viele ein bisschen zu heftig ist und die an der EP noch ein bisschen schrauben müssen. Oder das dahingehend verändern, dass man Rang 7, Rang 8 früher erreicht und Rang 9 und 10 ein bisschen später, weil hier, ich weiß gar nicht, Rang 9 war, müssen wir uns gleich nochmal anschauen, aber einer der Ränge war halt, dass statt einem Set-Item das komplette Set droppt. Sinnlos, weil die meisten Set-Teile sind eh Grütze, kann man gleich ausblenden, die bringen nichts. Von daher ist dieser Passiv-Skill der Fraktion Waste. I am a Homo sapien. I think all humans are Homo sapiens. You are too. Okay, you are too. Yo. The term homo and Homo sapien has nothing at all to do with sex. All right. Let's talk about when technology goes horribly wrong. Is there technologies that you won't use? I try to avoid foods that have pesticide residues on them. No disrespect, whatever. Na, komm. Does you use a toilet or does you just drop one in a hole? Of course I use the toilet like I assume everybody here does, or I hope. You'd use it, but would you flush? Certainly, yeah, I absolutely. So, ich muss jetzt nochmal schauen, was ihr da vorgeschrieben habt. Oh, I know. I've been to quite a few countries where they don't have toilets, and I'm very glad to get Ja, back. 15%. Aber in der Zwischenzeit wird ja sowieso ein bisschen dauern, bis wir dort angekommen sind. Kann ich schon mal reisen? You say that, but there's evidence backstage to the contrary. Was it you? I have no idea what you're talking about. You know what I was talking about. 2 Stunden Videomaterial als Beweis. Hast du etwa die Aufnahme, die ich gemacht habe, mitgeschnitten, ohne mich zu fragen, ob du das darfst? Ich weiß nicht, datenschutzrechtlich, wie das bewertet wird. It was not me, if that's what you're saying. I would not, if I understand what you're even talking about, which I don't part of the time here. You know what I was talking about, because if it was, then shame on you. You're very confusing. So, dann ziehen wir das Ding hier nochmal eben schnell auf Stufe 9. Okay, gleich mal gebackt. That's what you're talking about. Why you would talk about that on a TV program blows my mind. Just saying, out of respect, and we're all talking about respect and whatever. Whoever it was, and I ain't just, I don't care. Let's just. Im Endeffekt ist es auch egal, was ich da auswähle. That ain't right. Shame on you. I didn't do it. Don't say shame on me. I didn't do anything. So, weg damit. Hier 4 Dungeon wird eh zu lange dauern. 160, das passt, das passt. Arena 4 brauchen wir nicht. He was Neil Armstrong, and no, I was not jealous. He was a very, very qualified person. Yeah. Also ein bisschen hier müssen sie noch dran arbeiten, weil wenn ich mit der Maus hier drauf gehe und das X nicht sehe, das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Do you think man will ever walk on the sun? No. The sun is too hot. It is not a good place to go to. Ja, also dieses Set ist immer so eine Sache. Ich habe nichts gegen Sets. Wenn sie dich besser machen, gerne her damit. Wenn sie dich nicht besser machen oder auf dem Weg zum Endgame nicht besser machen, dann lass es lieber sein. So, da haben wir es. Stufe 9. Und momentan sind die Sets halt absolut useless. 1,5 Millionen. Ja.
Also nur um von 9 auf 10 zu kommen, 1,5 Millionen. Vorher von 8 auf 9 haben wir, glaube ich, 750.000 benötigt. The moon does exist, and we went there. Yo, listen up. But how do they really know what exists and what is the conspiracy? Also das wäre ungefähr, wenn wir Stufe 100 erreicht haben, nochmal 3-4 Stunden investieren. I haven't seen those pictures. Well, you should check them out. It's amazing. Nice. Is you upset that Michael Jackson got all the credit for inventing? Also werde ich mit dem Char vielleicht doch noch ein bisschen länger im Zirkel sein. Do it. No. You can call things by different names, and you can use the moon or Mars or Venus, and you can say this is the Venus trot. But that doesn't mean that it has any connection to what it would be like for a horse moving. Also bei Diablo 3 war es dann ja später so, dass du quasi nur noch eines der 5 Sets für die Klasse angezogen hast und dann bist du da ja durchgenatzt wie nichts Gutes. Das war dann aber auch schon ein bisschen krass, weil du dann ja auch teilweise da Effekte drauf hattest. Mit Skill XY macht 10.000% mehr Damage. Also das war dann schon ein bisschen zu hart. Klar, die Charaktere haben sich sehr mächtig und stark angefühlt und das wird ja von den meisten bevorzugt. Jeder möchte natürlich seine Lieblingsklasse am stärksten sehen, aber das war dann irgendwie ein bisschen zu heftig. Aber auch da, ne, wenn das Game dann halt schon fast ein Jahrzehnt auf dem Markt ist und du halt quasi jede Season die Charts stärker und stärker machst, dann hast du halt auch nach 10 Jahren irgendeine Skalierung erreicht, die jenseits von Gut und Böse ist. Das ist ja bei PoE auch nicht anders. Du hast ja teilweise Skalierungen, die richtig heftig sind, wo du dann deine Millionen von Damage raushaust. Gut, ich kenne diese Skalierung nicht, ich beherrsche diese Skalierung nicht, deswegen mache ich diesen Damage auch nicht und habe auch Probleme, durch die Story zu kommen. Aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir war halt quasi auch PoE-Spieler von der ersten Stunde und ja, der hat mir halt auch Sachen gezeigt, die waren schon heftig, aber sich dann dort halt einzuarbeiten, ist die Schwierigkeit. Ja, also dass die jede Season da immer rumgeschraubt haben, das war teilweise auch ein bisschen zu viel des Guten. Und was auch ungünstig war, die haben dir ja auch jede Season ein Set einfach mal so geschenkt. Du hast halt die Season-Reise gemacht, hast dich halt durch einmal bis auf Stufe, ich weiß schon gar nicht mehr, Stufe 100 oder was war das Maximum? Ja, ne? Auf Stufe 100 hochgekämpft, die Season-Reise gemacht und dann hast du ja immer mindestens ein Set geschenkt bekommen. Plus das, was nebenbei noch gedroppt ist. Und wenn du ganz viel Glück hattest, dann hast du auch noch das Set geschenkt bekommen, was für diese Season bis war. Und hast dann quasi einfach nur dein Char auf Stufe 100 hochgelevelt und hattest dann quasi schon zu 80% dein Bis-Set, hast es dann nur um die Waffe ergänzt und das und Schmuck ergänzt und dann war gut. Oder wenn du halt so wie ich als Monk unterwegs warst mit Inner Set, dort hast du sogar noch die Waffe spendiert bekommen. Und dann musste ich dann halt nur meine Ringe und meine Halskette haben und das war's. Aber das war, also Diablo habe ich auch immer im Hardcore-Bereich gezockt. Deswegen ist es auch Gerüchten zufolge hin und wieder mal passiert, dass ich mich ein bisschen überschätzt habe und mein Char dann zersplashed habe. Ist aber auch immer auf Stufe 100 passiert und beim Pushen der Tower. No, she went in the house. I actually suspect that most kids, most places in the world, learn about sex because everybody sleeps in the same bedroom. Or from animals. Dogs.
How does you learn about sex from animals? Well, you can watch them having sex. Yeah, but that's kind of weird sex. People do it with animals like... No, I'm not talking about, I'm talking about like a dog with a dog. All right, let's talk about a difficult subject, a very tattoo subject, relationships in the family, or as it's called, incest. Incest. What? Incest. Whatever. Yeah. Does you think it's wrong that a brother can never marry his sister? Yes. I do. Yes. For real. Because once I was at my mate Jezzy F's 15th birthday party, and me didn't know she was my cousin, but there was this game where if you got locked in the cupboard, you had to bone her. Is that okay, or did I do insects? The definition of incest does vary a great deal from culture to culture. But what if you've got Halle Berry as your sister? You know, how is you going to stop yourself fancying her? Because if you don't fancy her, you is basically gay, isn't it? No. You know, there are lots of Oh boys Mann, who dieser grow up Shop. with very attractive sisters, and they still want to pull their pigtails. I mean, I is alright. My sister is, you know. Oh, 11.500 Gold. Das ist doch mal nett. She's like fine and she's got like amazing tits, but her face is like a real brown bagger, so I ain't got that problem. But is it always wrong? Ja, also bei mir war der erste Char Sorceress und dann bin ich auf Monk übergesprungen, weil halt auch am Anfang hattest du ja das Problem gehabt, wenn du in Inferno unterwegs warst, Akt 1 kein Problem. Aber ab Akt 2 war es ja so abartig schwer, dass die ganzen Viecher dich gewone-hittet haben und du da nur mit Mühe und Not durchgekommen bist. Später haben sie das dann ja geändert, aber das war ja halt so diese typische Blizzard-Skalierung. Am Anfang so schwer, dass nur die Besten der Besten durchkommen und dann so einfach machen, dass du halt quasi Brain AFK durchkommst. Tell me. Ice cream. Okay. Everyone has it. And what is the problem with ice cream? I have no idea. It drips. Okay. So my idea is what? To make a drip-proof ice cream. No. Oh, that's a fucking brilliant idea. All right, whatever. You ain't going to come out with that, though. No, I promise you I won't. Well, my idea is to come out with just like these ice cream gloves that make the ice cream not go on your hands and make it all well sticky. And also keep your hands warm when you is eating the ice cream. Okay. Is you in or is you in? Okay, well, it sounds like a good idea, and I hope you make a lot of money. Good luck, folks. It's been nice seeing you. You take care of yourself, okay? Is you going to be in on that? Well, it sounds like an interesting... We've got like P. Diddy is going to be in it. Also wenn ich jetzt auch bedenke, dass ich hier diesen Char in einigen Tagen auf Level 100 gebracht habe, da gibt es ja noch diese Hardcore-Streamer. Ich glaube, einer hat 28, 29 Stunden am Stück gezockt, um sein Hardcore-Char auf Stufe 100 zu bekommen. Wo ich mir dann jetzt denke, also wenn ich 3-4 Stunden am Stück zocke, bin ich ja quasi schon gedanklich komplett am Ende. Und der Dude hat dann fast 30 Stunden nonstop gezockt. Die Konzentration könnte ich gar nicht aufbringen. Others like dictatorships and totalitarian. He was talking about Hitler and Stalin and sort of comparing what it was like to live in these other systems that didn't have democracy. But in England, Shit, ich habe gerade auf den Heiltrank gedrückt. England is a democracy. You have democracy. It's just a little different from ours. Well, does he live there? I've lived there in England. I've lived there too. Well, I've lived there all my life, so I think I know a little bit more about this than you. A lot more. I'm sure you do. You know, like, do you know England is part of Great Britain? Ja, damit haben wir diesen Foliant geschrotet. The Shit. capital of which? Of England. Of England? London is what I thought was the capital. All right, so he does know your stuff. So why does so few young people vote? Part of it is that they don't believe that their vote matters. They've got other things that they want to do with their time. Wouldn't it be more better instead of having a voting age, just saying, all right, if you has got pubes, you can vote?
I would be willing to try it in some smaller way first as an experiment in something like that and seeing if we did that, how that would work. What does you think, Professor? Could you do that and just say, yo, if you've got pubes, you can vote. If you can't, you ain't an adult. Well, one of the questions is how do you prove that? Well, I'd check the girls, all right? Regardless of what anybody says about you, when you reach 18, you can vote. But why 18? As we say on the street, if there's grass Oh, on the beach, roter let's play. Drop heißt But that has nothing to do immer with you being eigentlich was responsible for Feines. Does you not agree? If there's fluff on the muff, then she is old enough. Dort haben wir einen 6er und 7er. Sehr schön, aber ich habe schon gesehen, dass dort nicht alles rosig war. Aber rot heißt bei mir immer, dass die härteste Regel ausgelöst wurde. I don't see any reason why I should get the same amount of votes as somebody who's an ignoramus. I think that's a question that has challenged people. Aber bei einem Item, was Tier 6 und Tier 7 innehat, ist auch normal, dass die Regel ausgelöst wird. Selbst wenn dann ein, zwei Werte nicht so gut sind. So legally, should Ruben Studdard be president? Okay, you have to remember on American Idol, you can sit there at your phone all day and call every second, okay? It's not one vote, one person. Does you think it's because he's black that he ain't president? No. It's different being president. It is much different. And of course, people in the entertainment Aber arena jetzt, have wo ich become gerade drüber Ronald nachdenke, Reagan. wann war denn das letzte Mal ein rotes Item zu sehen? Ist auf jeden Fall ziemlich lange her. Weightlifter too, remember? I think he's got it wrong. He probably played a role in a movie where he was a governor. Oh, he no. didn't actually become a governor. It's make-believe. Actually, No, he did did become a governor. No, no, he no. did Just become- because he plays a Terminator, he it is. don't mean he is. I used to think that he was the Terminator. Then, when I saw him in a different film in Kindergarten Cop, we realized that obviously him weren't. He is now governor of California. Honestly, I'm not lying to you. So who's your guy that you hope is going to get president now? Kerry, John Kerry. I'm supporting him. But ain't that ridiculous? I mean, he's a very good actor. He was good in Pet Detective, whatever. But why should he have the right to be president? Just You're thinking about Jim Carrey, I think. Well, whatever. You said Jim, we said John, John whatever. Kerry, different person. Different person. Different person. Different person. I know it's a different Ja, person. 7 Millionen noch. His on-screen personality and him off-screen. So, was haben wir hier bekommen? Das ist erstmal wichtiger. I'm not campaigning right now for anyone who Also, has been in a im movie. Köcherkopf haben wir 8% mehr Attack Speed, das ist gut. Dann eine Erhöhung des Attack Speeds. Animals will have the vote. Rüstungsdurchbruch ist gut. I don't think that. Why not? Kälteschaden ist Kacke, brauche ich nicht. Und Unterkühlung ist eigentlich auch Kacke, brauche ich auch nicht. Ist hauptsächlich ausgelöst worden, weil er im Prä- und im Affix jeweils 6 und 7 hat. Okay, damit Scheiße. Dadurch, dass der Bullshit jetzt kritisch ausgelöst wurde, hat er uns auf Unterkühlung bei Treffer einen Wert draufgegeben und ich kann diesen jetzt nicht mehr wegrollen. So, heißt aber, wir können mal schauen. Wir haben ja jetzt alle Werte soweit drauf. Können wir... Nee. Also der T7 und T6 Wert ist fast am Maximum. Es macht keinen Sinn, den nochmal innerhalb der Range auszurollen, weil wir höchstwahrscheinlich runterfallen werden. This is not in a genre that I'm interested in. But you ain't even giving it a chance. I give it a chance. I'm not interested in it. But people will switch on even when they see the title Ja, James Bond. körperlichen Schaden könnte man eventuell... Ja, nee, das ist zu viel Gegamble. So, lass mal schauen, was passiert, wenn wir das Ding einsetzen. Nein. Bogenschaden und alles geht zu heftig runter.
There's another idea that I've got. I have time for one It's pitch. like a version of Who Wants to Be a Millionaire, but with more cash. I really have to. I have another appointment coming. Thank you for your time. It's Who Wants to Be a Billionaire. I is here with the geezer who was the Secretary General of the United Nations. Genau, du hast Lootfilter. Ja, was ich mittlerweile jetzt gemacht habe, ist, dass ich für jede Regel, für jede Item-Kategorie zweimal eine Regel angelegt habe. Einmal, dass er ausgelöst wird, wenn mindestens ein Wert T6 ist. Das hier, genau, dass ein Wert T6 ist. 32 Affixe habe ich drin. Ich habe einfach mir rausgesucht, welche Affixe für mich wichtig sind. Habe die alle in eine Regel reingeknallt. Ja, nicht auf allen Items kann dieser Affix drauf sein, aber habe ich hauptsächlich gemacht, damit ich hergehen kann und sagen kann, Regel duplizieren. Und dann mache ich aus dem Köcher den Helm, mache aus dem Helm die Brustrüstung, bin ich deutlich schneller. Deswegen sind hier so viele Affixe drin. Und einmal, ups, jetzt habe ich die dupliziert. Und einmal habe ich das Ganze dann auch auf Tierstufe 3 gemacht. Also wenn es rot ausgerollt wird, weiß ich, dass ich potenziell mit den höchsten Wert habe. Wenn es rosa, pink, ich habe keine Ahnung von Farben, wenn das halt auf jeden Fall die komische Farbe ist, dann weiß ich auf jeden Fall, dass dort interessante Werte drauf sind, aber nicht maximal ausgerollt. Deswegen freue ich mich bei der roten Geschichte immer ein bisschen mehr als bei der anderen Farbe. Thanks for that. We want to say big up yourself, Boutros, 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 Boutros Ghali. Respect. Here we are in the Security Council chamber on the United Nations. This room was donated by the government of Norway. All right, safe. So what happens here? Here, 15 countries that come from different regions of the world discuss about world peace and security. Safe, respect. What's that, Jordan? Ain't it stupid letting one sportsman have his own seat, no matter how, powerful he is? Well, that is not Michael Jordan, if you're referring to the gentleman. That is the state of Jordan in the Middle East. Well, that's what you was telling the cameras, but ain't we all equal? Ain't it ridiculous letting one person have the same power as the whole country? Well, again, it's not the person that is sitting there. It's the government of the state of Jordan from the Middle East. Is it named after Michael Jordan? It is not named after Michael Jordan. Does this country really exist? Yes, it does. What's this? Guinea. It's a country in Africa, the Republic of Guinea. Is that a real country? Yeah, it is a real country in Africa. It's quite a large country as well. With full respect, why do you give crap countries a vote? Well, that's your opinion of Guinea. That is definitely not shared in this organization. Also auch wenn die Arenen ein bisschen länger dauern als normale Maps, bin ich halt fest der Überzeugung, dass sie mehr EP bringen, weil wenn ich mir jetzt unten den Balken anschaue, ich glaube bei 89 sind wir hier reingegangen. Ich glaube nicht, dass wir schon die 90 hatten. Und jetzt haben wir hier 91. Potenziell mache ich hier natürlich auch mehr Gegner platt, als wenn ich einfach so über die Map rushe und dort vielleicht nach kürzester Zeit schon den Endpunkt erreiche. Deswegen ja, zeittechnisch ist Arena vielleicht nicht das Optimum. EP-mäßig finde ich es aber besser als eine normale Map. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Arena, weil ich zu positiv davon gesprochen habe. Okay. How does you choose who sits next to who? It goes in English alphabetical order, from A to Z. Can you swap if the person next to you is really annoying you? Can you swap?
No, I don't think you can. No. The answer to that is no. What happens, does you ever separate people if they is mucking around? Like if they is chucking stuff at the president, Kofi? Well, no, that has never happened as far as I know, so that has not been a necessity, no. At 3 o'clock, there is a meeting taking place here. In like 10 minutes? 10 minutes, yes. A meeting taking place here to discuss the situation in Iraq. Can we be in the meeting? No, you can't. Ja, der Dicke mit seiner Riesenwampe und seinen kleinen Kreisen, der macht mir das Leben auch regelmäßig schwer. So what's going on in Iraq that we should know about? Okay, Iraq is suspected of producing weapons of mass destruction. Gas and nuclear weapons. What a laugh. Da hinten sind schon wieder zwei. Well, the Secretary General sits right here. He sit here? Yes. Wicked. Can we sit here? Definitely. Der mit der Riesenwampe erinnert mich an Baldur's Gate. Okay. Also Baldur's Gate 3, wie hieß der? Balthasar oder Beelzebub? Booyakasha. Diggity check this out because I is here with none other Ich glaube than my Balthasar. main man, General Brent Scowcroft. Him was the national security advisor to George Bush, who was the president of America, and also to some geezer called Ford. Is fighting the most harmful thing you can do to the other side? Ain't the most harmful thing you can do is to call them nasty names? Not really, not for countries. Let's imagine we was back all those years ago when you was fighting Russia. If the president had gone over to the head of Russia and said, yo, Boris or whatever, stop being such a he would have felt this small. Well, as a matter of fact, we did that. Did you go, Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal die Foliante gesichert. But did you do a kind of spaz kind of impression? No. When should a nation Ja, also der Dicke mit seiner Wampe, der hat mir auch schon den einen oder anderen Tod beschert. Also wir kennen uns gut, aber wir sind keine Freunde. Und da oben haben wir das nächste Foliant. Wir haben hier 93, sehr schön, ja. Die Arena hat 2% gebracht. 1% durch die Gegner umhauen und 1% durch die Bücher. But if you nuked Canada, the amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it. And then you could take all their everything they got there. We don't want what they have. Well, they must have something good up there. Oh, they have a lot of things good. They have a lot of gold. And they have a lot of oil. Cow things with the horns. Moose. Alright. Was auch cool wäre, es gibt ein Amulett. Das wird ausgelöst, wenn deine HP unter 30% gedrosselt wird oder du tödlichen Schaden erleidest. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ist das Amulett dafür da, dich quasi einmal vor dem Tod zu retten. Braucht man jetzt in Softcore eigentlich nicht, aber gerade jetzt und wenn es um die EP-Folianten geht, würde ich mir schon wünschen, so ein Amulett zu haben. Bei mir ist es noch nie gedroppt. Ich habe nur Gerüchte gehört und Screenshots gesehen. Aber ein so ein Ding wäre halt nicht verkehrt. Gut, wenn wir bei der Händlergilde sind, gönnen wir uns das Ding. Irgendeiner wird es wahrscheinlich schon mehrfach gedroppt bekommen und verkauft es uns für einen sehr moderaten Preis. Is the army worried about the threat of chemical and biological weapons? Sure. Sure. Did they ever catch the people that sent Tampax through the post? No, they did not. Das war jetzt ein etwas heftiger Leck. Irgendwie sind die Bücher jetzt nur noch hinter den Arenen versteckt. Tampaxes
something very different. We just want to say big up yourself, General Schoolcraft. You was helped us out here, and you know the interesting. Ooh, yo, the surprise, the surprise thing. Yo, the surprise thing. But we just want to say, all you lot out there, listen to the words of my man, the General. And I ain't cheating you. He really is a General Schoolcraft here, because him has said enough important things about warranting. You better listen up. Don't get mashed up. Keep it real. Never had an idea before. How does you know when you has had one? Right. How do you know when you say, wow, you know, for a business idea? I mean, like, had the idea of like eating chicken or switching on the telly or something, but I've never had an idea. Right. For a business idea. Right. Well, whatever. Right. You know, if you had all the money in the world, this is a good exercise. Yeah. And you could do anything with this money to, you know, to make your life easier. What's the first thing you Knapp. invent? Like. Ja, dieses Steingolem-Vieh ist auch richtig kacke. Der macht einen Angriff, wo dann quasi so eine pinke oder lilane sichelartige Energiewelle nach vorne kommt. Die macht richtig heftig Schaden, weil es natürlich auch wieder Leere ist, klar. Aber das Ding hat mich schon, da hat er es eben gemacht. Eine Drecksau. Ja, da haben sie es schon wieder gemacht. Und da hat er mich erwischt. Drecksvieh. Absolutes Drecksvieh. Okay, wir haben jetzt 95%. Absolutely. It is ice cream. Do you want me to eat this? No. No, okay. So, jetzt haben wir zweimal die Bücher Nein. Ich fange gar nicht erst damit an, das zusammenzurechnen. Jetzt, hast du gesehen, war ich platt wie eine Flunder. So, wir holen uns jetzt nochmal in aller Ruhe das Leuchtsignal. Vielleicht zeigt er uns ja nochmal 1, 2 Bücher an. Und wenn wir jetzt in den einzelnen Monolithen hier schön viele Gegner umhauen, bekommen wir die EP auch so zusammen. Ich kann gleich auch nochmal schauen, wenn wir keine Bücher beim Leuchtsignal finden, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Arena machen. Vielleicht auch eine Arena, die mir deutlich besser passt. Na, die Mana regeneriert sich aber ziemlich langsam. Also die besten Arenen finde ich eigentlich, wo ich mich immer unten rechts verstecken kann. In dieser Mine oder Höhle, was das da ist. Und einmal, wo ich mich ganz oben im Norden verstecken kann, das ist dieses Sumpfgebiet, wo wir dann auch auf dem Steg unterwegs sind. Das hat in der Vergangenheit bislang immer gut funktioniert. Und wenn wir dann halt pro Durchgang 1% bekommen, machen wir das 5-mal und gut ist. That's different. Sag mal, haben wir jetzt hier irgendwo einen Affix drauf, Mana-Rec massiv reduziert? You know, money talks, pubes walk. All right. Das kann doch nicht sein. This may be the worst idea I've ever heard. I actually don't dislike the idea. Safe, respect. Yeah, but I don't dislike the idea. You could use it, you know. It's not, there's something to it. This is not going to happen. I've got another business idea. Okay. What is that? What's this? That is a skateboard. No, it is a toothbrush. Sehr schön. Ja, fast noch umgehauen. What is it? We'll tell you what it is. Oh. It's a hoverboard.
Ja, ich glaube, ich weiß, welches Vieh du meinst. Das ist irgendwie ein kleiner Krebs. Dann fängt er an zu leuchten und macht dann 2 Spuren, die leicht grau sind. Kann man auch schnell übersehen. Und dann jagt er halt in diese beiden Richtungen einen Angriff raus, der ziemlich heftig ist. Der hat mich auch schon ein paar Mal zerfetzt. But it doesn't do that. It doesn't do it yet. That's where you lot come in. You come up with the science. Aber es gibt da auch, ich glaube, das sind die großen Krabben. Die machen ja auch so einen kleinen Strudel auf dem Boden, da wo sich dann das Wasser in so einem kleinen Kreis dreht. Da bin ich auch schon ein paar Mal nicht direkt rausgelaufen und dann war es auch vorbei. Also hier gibt es auf jeden Fall Mechaniken, die kannst du nicht einfach mal so outperformen, indem du gutes Gear hast. So, da sind doch diese Viecher, ne? Diese komische Krabbe hier. Absolutely. Ain't there a problem that if there is a woman president, they're going to spend all their time on facials, shopping and getting new shoes? I think if you said that to most women who could be president, you'd be surprised how tough they are. But ain't you worried that Also wenn ich das Vieh sehe, fokussiere ich das direkt, weil es mich halt schon so oft platt gemacht hat. You know, and you've just got like all these other good-looking geezers and King Dong in the background. We've already been through it before. I mean, as I said, Margaret Thatcher was probably one of the 3 best prime ministers of the 20th century. But wouldn't there be a danger that they'd like fall in love with someone bad like Saddam Hussein? No more than there is for a man. Yeah, but women, they love bastards. I don't have any. I think that's just. I think that's a stereotype. I don't think. No, but I know from me experience, the worse you treat them, the more they want you. And he could be like doing bad things to the US all the time, and shit. It will just get more and more horny. I don't think that kind of woman would get to be president any more than some guy who's easy to push around. People who get pushed around easily don't get to be president. But ain't there the problem that if he declares war, she'll just start crying and everything? The kind of woman who would rise to be president, I think would be Gut, dann weiß ich aktuell nicht, welche Viecher du meinst. But not if she was in love with him. Ach, oder meinst du diese Oktopus-Viecher? Irgendwie, das ist so ein großer Kreis und ja, halt mit Tentakeln nach unten hin. Die haben dann auch irgendwie so ein große Viecher mit 2 Beinen. With countries in foreign policy, on foreign policy issues, I think that's what you're asking me. No doubt. Is you deal with carrots. Sind das diese Steingolems? Die haben auch irgendwie nicht wirklich Fäuste, sondern da sind irgendwie so runde Kugeln dran. Well, carrots, I'm not using that term literally. You might offer foreign aid to money, okay? Money. Money is better than carrots. Even if a Ja, country was war denn los? War ich gestunt? that is like the favorite national food, if they get given like billions of tons. Don't get hung up on carrots. That's just a figure of speech. So would you ever send carrots? You know, is there any situation? No. What about in a famine? What about in a Carrots famine? themselves? No. Was it embarrassing? Woher kam das Ding? Also die Kreise waren mich drum herum. Well, I think it was the word secretary, of course, is used in different ways. Why do you think politicians use so many words that young people just don't understand? Like discussion or conflict. Only Chi-Chi men would use them words. No, I don't think so. I think you'd find those in high schools in America and classrooms everywhere you go. But surely if politicians used words like holla, swallow back, check this out, all my peeps in your cribs, all your mofos out there, swallow this, buyakasha wagwan, then Ich glaube, ich habe im Kühlschrank schon seit 2 Jahren eine Flasche Champagner stehen. Wenn die gute Dame gleich 100 ist, Madame ist ja eh nicht da und ein besserer Grund, eine Flasche Champagner zu köpfen, fällt mir gerade nicht ein, ne? Als wenn dein erster Char-Stufe 100 erreicht hat.
Well, it's been 10 years ago. Ich glaube, jede Frau würde das verstehen, oder? Does she drink from the furry cup? I don't know, Hillary. I don't know anything about it. But does she eat from the bushy bowl? I don't know anything about it. If she does, just cough. I don't know anything about it. So what's the deal? Is this your interview technique? No, I was just waiting to see if you coughed or not. This is your interview technique? So, da hat der Dicke mich nicht erwischt. So, die Welle lassen wir aus. So all you lot out there need to listen up, because you is as likely to be killed by an illness as you is by a drive-by. So let's talk about the human body, because after all, everyone has got one of them. So we is meant to believe. How important is the art? Also dieses Mal lag es zu 100% am Lag. Definitiv. Why is the actual heartbeat so old-fashioned? You know, boom, 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 boom. Nachdem ich draufgegangen bin, hatten wir das Ding sogar noch erfolgreich abgeschlossen. Der Falke hat das für uns gemacht. Er hat den ganzen Spaß hier aufgedeckt. Und eigentlich wollte ich jetzt was anderes machen, aber ich sehe direkt hier hinter ist ein Foliant. Also einmal werden wir den Mist noch versuchen. Aber dieses Mal war es halt wirklich zu 100%. Ja, der Chat war es nicht. Ich gebe es zu. Ich war es aber auch nicht, weil es dieser Drecksleck war. Ich wollte nämlich in dem Moment gerade sagen, oh, ein Glück sind wir daran jetzt nicht gestorben. Und ja, was ist passiert? Genau daran sind wir gestorben. Oh Mann. Weil wenn wir das Ding jetzt erfolgreich abschließen, danach den Foliant machen, sind wir Stufe 100. Im schlimmsten Fall müssen wir vielleicht nochmal irgendeinen Random-Monolithen machen. What is the brain? The brain is the thing that you have to have. Without the brain, nothing else works. Is the brain's memory any good? The brain's memory is perfect. Ja, alle guten Dinge sind 3. Ist das nicht schon irgendwie der 4. oder 5. Try? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber spontan würde ich sagen, das waren doch jetzt mehr als 3. Well, it's the beginning of truth. Does all of us really have bones, or is it just what the media want us to believe? You all have bones. We know this is a generalization, but why is all skeletons involved in evil stuff? That's just skeletons are the last thing that disappear. How fast do bones grow? So, das Ding ist clear. Until you're a certain age, and then when you go through puberty, bones stop growing in length. How come some bones can grow in like a few seconds, like a few inches? That can't happen. But how come the dong bone can, It's not a bone. It's not a bone. It is a bone, isn't it? No, it isn't a bone. But it does grow well quickly. I've got like 11 girls that, I can prove it. They can give you written evidence. It's not bone. Do you reckon it's ever okay to end someone's life? No, I do not. But like with my cat, when him had a broken leg, we took him to the vet. Your cat is not a human being. Well, my cat was a human So, das müsste es jetzt gewesen sein. Excuse me, your cat was not a human being. Nobody in the world believes a cat is a human being. Yeah, but it had human feelings, though. No, he doesn't have human feelings. It was sad sometimes. I'm sure it's sad. It was sad when they had to buka it because of the leg. Ja, also das mit den Lags ist halt schon sehr nervig, zumal das Game ja jetzt auch schon fast 2 Wochen auf dem Markt ist. Ja, es ist ein kleines Entwicklungsstudio und ich habe definitiv Verständnisse dafür, dass die halt nicht die entsprechenden Kapazitäten und auch nicht die entsprechenden Geldmittel haben, das für so eine große Spielerschaft alles bereitzustellen. 100%ig. Deswegen bin ich da oder versuche ich da ein bisschen entspannter zu sein. Aber
Andererseits, wenn andere Leute sagen, das ist mir egal, weil ne, ein Game muss vernünftig laufen, haben sie hundertprozentig recht. Verstehe ich auch. Würde ich nicht die Händlergilde spielen wollen, würde ich auch höchstwahrscheinlich im ersten Zyklus nicht Online-Chars erstellen, sondern eher im Offline-Modus zocken. Zumal, wenn du schon ein ARPG-Game offline zocken kannst, wieso nicht? Weil dann hast du eigentlich die beste Performance. Und die Zeiten, so wie früher, ne, Ballruns mit 7 Leuten in eine Gruppe, gib ihm, umhauen, neue Gruppe wird gejoint, gib ihm, umhauen. So zockt ja heutzutage keiner mehr. Also ich würde auch behaupten, dass 90% aller Spieler eher offline zocken. Und das bei den meisten Games. Who would want to stay there? You'd have to be absolutely mental. You wouldn't like it. But why would anyone want to live there with the risk of a monkey dropping one on your head? But first of all, the monkeys aren't eager to search out these natives and plop on them. Yeah, but it ain't impossible. I've never heard of a case. So, 99, noch eine halbe Million EP. Unser Ziel ist auf der Map noch nicht zu sehen. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir den Level up, bevor wir hier das Ziel erreicht haben. Ja, also für mich wäre jetzt zum Beispiel auch als Hardcore-Gamer, würde ich never ever hier irgendwie ein Online-Char erstellen. Das wäre mir auch zu heiß. Das war bei Diablo 3 so. Die Server sind reihenweise zu Release abgekackt. Du hast Disconnects gehabt, hast dich eingeloggt und warst tot. Bei Diablo 4 war es schon deutlich besser, aber es ist halt auch passiert. Und dort, wenn man selbst einen Fehler macht, gut, dann hat man es halt verdient, dann ist es halt so. Aber wenn du halt drauf gehst, weil die Spielmechaniken nicht funktionieren oder die Server kacke laufen oder irgendwelche Gründe auch immer, die nichts mit dir als Spieler zu tun haben, dann ist das natürlich ungünstig. Und da kannst du auch machen, was du willst. Kannst du den Support einschreiben, kannst du rumheulen, wie du willst. Wenn der Char down ist, dann ist er down. Den kriegst du halt nicht mehr wieder. So, wunderbar. 135.000 nur noch. Mel, what is you up to tonight, Mel? Sehr schön. Stufe 100. Letzter Skillpunkt. Schwachstelle. Oh, was für ein Abenteuer. Und das Schöne ist, wir können noch versuchen, die Stufe 101 zu erreichen. Dafür brauchen wir nur 1 Milliarde EP. Also eine kleine Milliarde EP für die nächste Stufe. Und das Schöne ist, wenn dieser EP-Balken voll wird, dann wird er wieder auf 0 gesetzt. Also ihr könnt, wenn ihr Bock drauf habt, permanent 1 Milliarde EP farmen, dafür, dass dieser Balken immer wieder runtergesetzt wird. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich für die richtigen Hardcore-Gamer. Und wenn ich halt bedenke, dass ich jetzt 40, 50 Stunden in diesen Char investiert habe und in dieser Zeit gerade mal 332 Millionen, 1/3 dessen, was wir für die nächste Stufe benötigen, zusammengefarmt haben. Ja, jetzt würden wir diese EP natürlich deutlich schneller bekommen, weil wir auch deutlich mehr EP bekommen. Aber das... Wow, Respekt. Wow, that is fucking important. What, there's a bomb? Okay, aber damit haben wir den ersten Char auf Stufe 100 gebracht.
Gear ist absolut in Ordnung. Klar, man kann hier noch ein bisschen was verbessern. Und bis heute habe ich es nicht hinbekommen, einen vernünftigen Gürtel exzeliert zu bekommen, um aus diesem Ding hier ein legendäres Item zu machen. Das muss man sich hier auch mal reinziehen. Aber okay. Equip-technisch kann man hier definitiv noch ein bisschen was machen. Werde ich auch noch ein bisschen was machen. Natürlich nicht mehr priorisiert. Aber Leere muss auf jeden Fall erhöht werden. Gift muss auf jeden Fall erhöht werden. Und hier können auch durch nochmal 11-12% mehr einfließen, damit wir von Nahkampfangriffen nicht so viel Damage bekommen. Rüstung könnte man theoretisch noch verbessern. Aber ansonsten haben wir das, glaube ich, gut hinbekommen. Also der Char gefällt mir. Die passiven Stats gefallen mir auch. Ja, hier kann man vielleicht auch nochmal so das ein oder andere ein bisschen umgestalten, ein bisschen umstellen. Aber ansonsten gefällt mir dieser Bild recht gut. Er verursacht mehr Schaden, okay. And by that, what do you mean? The dog bits is art nouveau. Ja, okay, gut. Also, dieser Char passt. Ich bin mal gespannt, was bei der Umfrage bei rumkommt. Also, ich werde gleich erstmal ein Päuschen machen. Ich bin emotional komplett fertig. Auch möchte ich meinen Nachbarn ein bisschen eine Ruhe gönnen. Die freuen sich bestimmt, wenn ich hier nicht so rumbölke wie ein Bekloppter. Also, ein Char, Stufe 100 haben wir hinbekommen. Ich habe noch ein paar Chars in der Pipeline. Ich bin gespannt, welchen Char wir morgen weiterdatteln werden. Allerdings erst ab 19 Uhr. Ich muss noch vorher arbeiten und ja, arbeiten. Ich werde auch noch mal versuchen, so ein bisschen an der Homepage zu arbeiten, dass ich dann die ganzen Last Epoch Infos da hinterlegen kann. Also, Madame. Ausrüstung sieht auch cool aus. Gefällt mir auch ganz gut. Dann haben wir hier noch ihn hier, der hat auch noch größtenteils gelbes Gear an und das auf Level 89. Dann haben wir noch hier unsere Nekromantin, sieht auch sehr cool aus. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es dann morgen weitergeht. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Der Chat war heute sehr gut drauf, hat mich auch sehr gut unterhalten und auch sehr gut beschäftigt. Gerüchten zufolge habt ihr mich auch ein-, zweimal abnippeln lassen, weil ich kurz unaufmerksam war, aber das sind nur Gerüchte. Morgen machen wir auf jeden Fall weiter. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Subs, die definitiv nicht sein müssen, aber ich schätze es sehr. Gerade auch, dass dir meine Guides gefallen haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Morgen, die Tage in irgendwelchen Guides oder vielleicht auch im Discord. Link ist auch in der Beschreibung. Also macht's gut, bleibt munter, macht keinen Blödsinn. Wir sehen uns. Gute Nacht. We all have biases, meaning we have a